So, läuft da alles? Okay, hallo zusammen. Ähm, Falls ihr diesen Stream nachschaut, weil momentan ist noch niemand da dabei. Auch hallo an euch. Und ja, heute level ich Bubble. Ich habe ihn, oder ist es eine Stute? Es ist eine Stute. Ich habe sie heute gekauft und ich muss sie noch verpflegen. Ich finde sie mit das Rumäne super cute. Genau. Und sie ist schon Level 2. Juhui. Ich bin gespannt, wie weit ich sie bringen werde, also bis zu welchem Level. Und ja. So, Bubble ist Level 2. Perfekt. Okay. Ich habe heute wieder so einen Frosch im Hals. Eigentlich so wie immer. Genau, ich beginne jetzt hier in Moorland, wo meine Levelroute eigentlich immer beginnt. Genau. Dingstaller. Okay. So. Also ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie lange das ich streamen werde. Weil ich muss morgen wieder zur Arbeit und... Huch, was war das eben? Und genau. Oh, das ist Jumpy. Es sieht immer so lustig aus, wenn so tausende Spieler da so herumrennen. Wer gewinnt echt? Da kommt wahrscheinlich die nächste Jumpy-Gruppe. Okay. Ich bin auch schon lange kein Jumpy mehr geritten. Ich glaube, das letzte Mal vor über einer Woche, als ich den Jumpy-Marathon aufgenommen habe. Und ja. So. Und irgendein Witzbold geht da immer so und innen schon die ganze Zeit. Oder ist das immer der gleiche Typ? Das kann ja auch sein. Aber ich finde diese Drachen so süß. Von den Geräuschen her. An dem Tag, als sie rauskamen, das war ein Mittwoch, müsste der 25. September gewesen sein, letztes Jahr, war ich nicht gerade so stabil. Und dann habe ich das erste Mal so einen Drachen gehört und ich musste fast weinen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das so emotional gemacht, dieses Geräusch von den Drachen. Und ja, habe ich noch auf meinem alten Hauptaccount gespielt. Äh, ja. Ich habe dort einen privaten Level-Talk aufgenommen. Und ja, deshalb weiß ich das noch so genau. Ah, ich freue mich wieder auf diese Zeit. Diesen Herbst. Letzter Herbst war richtig toll. Und jetzt wieder. Ich habe gestern richtig leckere Pizza gemacht, also wirklich selbst gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut wird. So. Hey Cookie. Mir geht's ganz okay. Und dir? Hoffentlich besser als mir. Ich war da gerade eben am erzählen, was ich gestern Abend zum Abendessen hatte. Gut, was los? Ich will jetzt auch keine Diagnosen ins Dings werfen, aber vielleicht was in Richtung Burnout. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber einige Anzeichen sprechen dafür.
Und ja, ich habe gestern den ganzen Nachmittag nach der Arbeit geschlafen. Und heute war ich wieder extrem müde. Jetzt am Abend ist es wieder gut, aber davor irgendwie gar nicht. Es klingt etwas komisch, ich arbeite so wenig und habe trotzdem solche Symptome. Ähm, ja. Genau. Und ich bin noch gespannt, wie sich dieser Stream entwickelt. Ob da noch weitere Zuschauer reinkommen oder ob es wieder nur wir beide sind. Auch das fände ich okay. Und ja. Aber schön, dass es dir gut geht, Cookie. Okay. Du Arme. Ja, ich möchte eigentlich nicht bemitleidet werden, aber ja, es ist nicht wirklich witzig gerade. Hab Anouk gefragt, vielleicht schaut sie ja vorbei. Okay, so, alles gut, Cookie. Wenn Anouk vorbeischauen könnte, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und was gibt's eigentlich? Großer Tiegel, Obstgarten, Flachs, Kamele. Ich finde diese Jacke so schön irgendwie. Auch sie hat keine Zeit. Ist okay. Man muss auch nicht immer Zeit haben. Ich finde dieses Strickzeug so cool. Das ist mal etwas völlig Neues. Ich habe ja ein neues Pferd. Cool, in echt oder in Star Stable? Okay. Ines ist so, okay. Und welches? Und wie heißt es? Würde mich noch wundern. Schön wär's, könnte ich sagen, es wäre nicht. Ja, so ein eigenes Pferd in echt wäre sicher mal cool. Ein Urpferd und das heißt Karamell. Ach jö. Urpferde sind aber auch toll. Und Karamell ist ein super süßer Name. Ich habe, glaube ich, alle Urpferde sogar. So, dann dieses Rennen. Dein Urpferd ist das helle, das, ich weiß nicht, Palomino oder so? Ich habe mich letztens Schock verliebt. Ja, die sind wirklich toll. Ja. Ah, in dem Fall das ganz helle. Das heißt bei mir Fluffy. Aber Karamell passt auch extrem zu diesem Pferd. Süß. Genau. Bei einigen Urpferden war ich beim Namen richtig unkreativ. Eines heißt Iu, also das Bernschweizerdeutsche Ja, Iu. Und dann eines heißt einfach Tiger, das mit den Streifen. Und dann habe ich noch Aqua Splash, das hellblaue, weiße. Und wen habe ich noch? Die anderen weiß ich gar nicht mehr. Ich habe so viele Pferde inzwischen. Okay.
fand das vorhin bei Alex im Stream richtig lustig. Ich habe da kurz reingeschaut. Und dann hat sich einfach gefragt, wer ist denn Gabi? Und ich kenne keine Gabi. Ah, kleine Wolke und so. Das war so lustig. Ich muss zugeben, bis vor kurzem habe ich noch gesagt, ich mag nur Schimmelrappen und Apfelschimmel. Okay. Und jetzt magst du auch die anderen Farben, oder? Für lange Zeit mochte ich, glaube ich, graue Pferde nicht, weil die immer so alt aussehen, aber inzwischen habe ich so viele graue Pferde in meinem Stall. Braune noch immer nicht. Also du magst braune nicht? Na gut, jeder hat da seine Meinung. Ich zum Beispiel liebe braune, besonders solche mit einer weißen Blässe und schwarzer Mähne. Das ist meine absolute Lieblingsfarbe, aber das hat auch einen Grund, warum ich die so liebe. Und ja. War ich bei diesem Rennen jemals Level 4? Wahrscheinlich nicht. Okay. Da gab es ja sehr lange irgendwie immer ein Netzi, wenn man dieses Rennen da gemacht hat und dann auf diese Bälle gesprungen ist. Aber irgendwie, seit ich dieses Rennen regelmäßig mache, hatte ich noch nie ein Netzi. Und das finde ich irgendwie toll. So, wäre der Zirkus auch gemacht. Dann ab nach Fort Pinta, würde ich sagen. Gibt es im Deutschen den Begriff einen Frosch im Hals haben? Gibt es das in dieser Sprache oder ist das so ein Schweizer Ding? Ich glaube schon. Okay, dann gibt es wahrscheinlich. Ich könnte mir noch spontan ein Pferd kaufen. Das taugt mir jetzt aber noch einigermaßen genug. Vielleicht ein Starterpony. Also in Österreich sagen wir das auch, in Deutschland keine Ahnung. Okay, das heißt, ich sage das in Österreich auch. Okay, ich weiß noch nicht, wie lange das ich heute streame. Also mindestens bis zur Starshine Ranch. Das heißt so locker eine Stunde oder ein bisschen länger. Und ja, vielleicht auch noch weiter mal sehen. Weil ich habe heute extra ein bisschen früher angefangen als sonst. Wegen der Arbeit morgen. Und ja. So, Ricky Winterwell, da bin ich wieder.
finde diesen Appaloosa mit dieser Mähne so super süß. Ich habe heute ein Video hochgeladen, wo ich den gekauft habe, unter anderem. Und ja, ich habe den schon seit ein paar Tagen auf der Wunschliste gehabt und ich konnte einfach nicht mehr widerstehen. Es war auch ein Appaloosa namens Bubble. Witzig. Ja, das ist ein Zufall. Also als ich dieses Pferd gesehen habe und dann auf Zufall gedrückt habe, ich glaube so war's, kam Bubble dabei raus und ich fand, es passt so extrem zu diesem Pferd. Auf meinem alten Hauptaccount ist Bubble ein englisches Vollblut. Ich glaube, das Braune sogar heißt Bubble. Ich wollte den heute unbedingt leveln, weil ich ihn so super süß finde. Und eben, wie gesagt, mit dieser Mähne. Okay, wäre dieses Rennen auch gemacht. So. Und Bubble ist Level 5. Wuhu. Wir sind immer allein. Ja, da ist noch jemand anderes. Aber man muss natürlich auch nicht schreiben, wenn man nicht möchte. Auf jeden Fall, wer auch immer da zusieht, hallo und herzlich willkommen im Stream. Hoffentlich gefällt es dir. Und ja. Wenn mir dieses und ja nach fast jedem Satz. Okay, dieses Rennen wäre auch gleich geschafft. Und hepp, perfekt. Und weiter geht's ab zum Strand. Mal sehen, ob es da etwas hat zum Einsammeln. Ja, gleich zwei Sachen. Recyclingmaterial und Booty. Perfekt. So.
Und das passiert wirklich in jedem meiner Streams. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich zu erzählen habe. Okay, dann geht's ab nach Silverglade. Muss mich noch um ein paar Reden zu kümmern, habe schon wieder zu lange nichts hochgeladen. Okay, dann go for it. Noch meine halbe Wasserflasche ausgeleert. Nice. Ich latsche jetzt erstmal noch ein vorproduziertes rauf. Ja, das geht auch immer. Weil Edits bearbeiten und so, das kann schon lange dauern. Okay, da wären wir schon bei Steve. Brauche 10 Minuten, wenn ich ehrlich bin, aufnehmen. Das kritisch und die Ideen. Okay, also du brauchst nur 10 Minuten pro Video, oder? Also pro Edit. Ich meine, wenn es dann gut rauskommt, warum nicht? Das habe ich mir auch schon, da habe ich auch schon drüber nachgedacht bei der Aufnahme. Wenn ich ein Video mache, muss wirklich alles sitzen, weil wenn man zum Beispiel einen Pferdekauf aufnimmt und dann irgendwas Blödes sagt und das genau dann kauft, dann kann man das nicht reinschneiden. Also man muss es dann rausschneiden und dann hat man eigentlich umsonst ein Pferd gekauft, weil man es dann im Video nicht sieht. Was mir heute passiert, ich habe vielleicht ein bisschen einen unangemessenen Namen gewählt und habe es dann rausgeschnitten. Hallo Zoe Darkflower, schön, dass du da bist. Die meisten sind recht gut, meine ich zumindest. Die sind bestimmt gut. Ich schaue mir sie vielleicht später noch an und dann kann ich dir Feedback geben. Was wäre... Was? Was wäre Slap? Chat, lol. Okay. Dann geht's hier weiter. Wo war ich stehen geblieben beim einen Pferd, das ich ausgeschnitten habe? Genau. Vielleicht fällt es dann einigen auf, dass ich da was rausgeschnitten habe. Vielleicht auch nicht, weil... Naja, der Name war möglich da im Spiel, also... ja. Aber ich wollte da keinen Skandal oder was auch immer auslösen und deshalb habe ich es lieber sein gelassen. Ich
habe mich bei dem Gedanken, das öffentlich zu machen, auch nicht so gut gefühlt. Und dann habe ich es rausgenommen und dann war alles wieder gut. Hoffentlich. Ups. Einmal die Stange mitgenommen. Perfekt. Okay, wären diese Springgymnastikerinnen auch schon gemacht? Und Bubble ist schon Level 6. Unglaublich, wie schnell das geht. Yay. Als ich mit dem Stream begonnen habe, war Bubble noch Level 1. Und jetzt schon Level 6. So, das Windmühlenrennen. Stimmt, ich wollte mal ein Pferd Hallo nennen. Ich glaube, das geht. Hab jetzt gerade so random drüber nachgedacht. Ich sollte echt mal lernen, meine Gedanken laut auszusprechen. Und dann habe ich wahrscheinlich viel mehr Gesprächsthemen. Okay, wäre das auch gemacht. Dann geht's weiter zu Bonnie mit den 200 Pferde-XP beim Müllpferd. Und hep. Ich will ein neues Profilbild, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Help. Ein Star Stable Profilbild oder auf was soll es basieren? Dann könntest du zum Beispiel irgendwie ähm, dein Pferd, also dein absolutes Lieblingspferd nehmen. So für meinen YouTube-Kanal. Ja, eben dein Lieblingspferd kannst du nehmen und dann irgendwie das streicheln und dann im Fotomodus ein Foto machen und das dann irgendwie bearbeiten. So habe ich es zumindest am Anfang gemacht. Okay. Kann halt nicht so gut bearbeiten.
Ja, das ist Übungssache, würde ich mal sagen. Aber irgendwas kommt dir da bestimmt in den Sinn. Zum Beispiel einfach nur dein Name, ähm, dann eben und das Bild aus dem Spiel und ja, vielleicht noch den Hintergrund entfernen, wenn du das irgendwie hinkriegen könntest. Und ja, also ich würde sagen, das ist relativ simpel. Ja, das kann ich super. Dann würde ich mal das probieren und vielleicht kriegst du irgendwas Schönes hin. Ich finde die Appaloosas einfach so toll. Eine Zeit lang war das meine Lieblingsrasse. Okay, das wäre es jetzt hier schon wieder gewesen. Mit diesen Rennen. Dann geht's weiter zum Landgut. So. Und ich habe einen gemeinsamen Moment. Genau, welche Pferde verlassen uns als nächstes? Der Isländer und der Shire. Vielleicht kaufe ich mir dann noch ein paar. Ich habe bisher nur den da. Und die anderen sind auch nicht mehr so viele übrig. Von denen da, von den Ponys möchte ich mir auch noch ein paar kaufen. Und ja, Moment, danach gibt es nur noch das Pony. Danach gibt es nur noch das Pony. Schade. Was ist denn mit der Winterjoine, wenn alle Gen 2 Pferde draußen sind? Oder Gen 1? Der 1? Vielleicht kommen dann die alten Andalusier dorthin. Oder so, keine Ahnung. Diese Musik hier finde ich auch noch toll. Also mir gefällt sie. Okay. So wieder so knapp vor Level 7. Es gibt eine Sache, die frage ich mich schon ewig. Es werden alle Pferde reduziert, die aus dem Spiel kommen. Was wollen die beim Pony noch für so einen Preis machen? Das kostet eh nur 200 Star Coins. Ja. Vielleicht können die es nicht weiter reduzieren oder wollen es nicht weiter reduzieren. Vielleicht machen sie es dann irgendwann noch. Aber nur 200 Starcoins, das ist 2 Wochen sparen. Und schon hat man ein vollwertiges Pony.
Das ist schon ziemlich krass. Nur 4 kleine Wölkchen schauen gerade zu. Jetzt sind es nur noch 3. Okay. Mal schauen, ob ich diese Abkürzung hinkriege. Mal schauen. Ja, perfekt. Okay. Dann das zweite, so wie immer eigentlich. Ja, und sonst so? Was läuft so bei euch? Alles in Butter? Okay, das freut mich, Cookie. Ich hoffe, ich langweile euch nicht, weil ich halt nicht permanent etwas zu sagen habe. So wie andere Streamer. Nee, okay. Gut zu wissen. Ich habe in einem anderen Stream so voll random einfach mal nach Lieblingsbäumen gefragt. Zum Beispiel, was ist euer Lieblingsbaum? Und da habe ich dann irgendwie eine Minute lang darüber geredet, warum die Birke mein Lieblingsbaum ist, bis zur Weile war. Früher in der Schule, so, das war vielleicht 2. Klasse oder so, weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall in der Unterstufe hatten wir so jetzt mal eine Abwechslung von den vollen Streams. Ja, das stimmt. Da ist es schön ruhig und alles. Genau, zurück zu den Bäumen. Ich habe mir damals einfach voll random überlegt, ja, die Birke ist cool, das ist jetzt mein Lieblingsbaum. Ich glaube aus dem Grund einfach, weil sie anders ist als andere Bäume, weil sie eine weiße Rinde hat. Und irgendwie hat mich das so angesprochen. Jetzt rede ich schon wieder irgendwie eine Minute über Bäume. Habt ihr einen Lieblingsbaum? Also aktuell meiner ist der Kirschblütenbaum. Ich finde den so schön. Egal, red weiter, ich finde es lustig und spannend. Okay. Ja, nicht jeder Streamer redet über Bäume, oder? Genau, wir hatten damals in der Schule das Thema Wald, glaube ich. Nee, okay, Cookie hat keinen Lieblingsbaum. Okay. Genau, wir hatten damals das Thema Wald und dann haben wir so die verschiedenen Bäume durch, unter anderem auch die Blätter dazu. Inzwischen habe ich keine Ahnung mehr, wie das Blatt der Birke aussieht. Weißt du noch, das Ahorn? Die... Nein, warte. Und vielleicht die Eiche oder so, mehr weiß ich gar nicht. Ich habe das alles wieder verlernt, weil ich brauche es einfach nicht. Und ja, ups.
Genau, auf jeden Fall war die Birke mein Lieblingsbaum. Jetzt auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mal warum. Okay. Es waren schon diese 3 Rennen und Bubble ist Level 7. Perfekt. Moment, die Appaloosas haben eine besondere Bewegung. Ep Epi-Amble. Epi-Amble. Oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist cool. Okay, ab zur Arena. Und da ist drin dein Club, der auf der Stelle herumreitet. Nice. Wahrscheinlich mein Internet. Genau. Also mehr kann ich jetzt über Bäume auch nicht erzählen. Nur dass sie jetzt wieder so schön werden im Herbst. Und ja. Jetzt suche ich ein neues Thema. Über was kann man noch so Schönes reden? Meine Reiterfahrungen im echten Leben. Ich habe Reiterfahrung, also aber nur geführt. Also ich bin noch nie selbstständig geritten. Und ja. Aber es war schon ziemlich toll. Ich hatte anfangs immer Probleme mit dem Gleichgewicht. Aber ich bin nie runtergefallen, zum Glück. Und ja. Aber das letzte Mal, als ich auf einem Pferd saß, ist es auch schon über 10 Jahre seither. Also wenn nicht sogar eher 11 Jahre. 10 oder 11 Jahre ist es seither. Und ich glaube, inzwischen bin ich für ein Pferd sogar zu schwer. Und ja. Okay. Ich gehe seit 10 Jahren 1 bis 2 Mal in der Woche reiten, 3 Stunden. Oh, das ist cool. Ich würde auch gerne reiten, aber zu teuer und ja, ich kann es wahrscheinlich einfach nicht. Aber seit 10 Jahren reitest du. Hast du denn immer dasselbe Pferd? Na gut, vielleicht nicht, oder? Bin 12. Moment, du bist 12 und reitest seit 10 Jahren, also du warst damals 2, als du begonnen hast. Okay, cool. Dann, dann kannst du selbstständig reiten. Ähm, und kannst du auch springen oder Dressur oder solche Sachen. Das würde mich noch interessieren. Oder läufst du einfach mit dem Pferd herum? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Springen nicht sehr hoch. Okay, aber immerhin, oder? Also ich kann ja nicht mal. Ich kann gerade mal so auf einem Pferd sitzen, wenn es herumläuft. Und Trab war ich noch nie auf einem Pferd. Und Kanto und alles darüber sowieso nicht. Aber ich würde das gerne mal. Das ist sicher noch cool. Aber ich glaube, da bräuchte ich einige Lektionen, bis ich das Gleichgewicht überhaupt halten kann. Oder zumindest das richtig mache. Ich glaube, so wie ich es manchmal gemacht habe, war nicht korrekt. Aber ich habe keine Ahnung. Und Dressur kenne ich die Basics, so, ups, so Schlangenlinie, Volte und Zirkel. Okay, das sagt mir alles überhaupt nichts. Aber cool, wenn du da die Basic kennst. Ich galoppiere auch schon frei. Ui. Wieder da. Willkommen zurück, Zoe Darkflower. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe ganz vergessen zu fragen, wie es dir geht. Zoe. Hoffentlich geht es dir gut. Und du hattest einen schönen Tag. Und ja. Okay, Arbeitsreitweise.
Mir geht's leider nicht gut beim Krank. Oh nein, gute Besserung, Zoe. Hoffentlich wirst du schnell wieder gesund. Fühl dich gedrückt. Hm. Wenn ich fragen darf, was hast du denn? Also Grippe oder sonst was? Also du musst es nicht sagen, wenn du nicht möchtest. Aber wäre noch interessant. Okay, wäre das auch gemacht und ich nehme schnell einen Schluck Wasser. So. Entschuldigung, ich habe wieder so einen Frosch im Hals. Aber das hat auch einen Grund, schon seit x Jahren. Genau. Also wieder zurück zum Thema Reiten. Ja. Man sieht, ich kann nicht so gut über das Reiten reden, weil ich habe absolut keine Ahnung davon. Ich war mal in einem SSO-Club und da, also in den Anfängen war dieser Club. Und dann kamen so Fragen wie zum Beispiel welches Club-Outfit oder so. Und dann kam so, ja, schwarzer Sattel oder wie auch immer, schwarzes das und das. Dann irgendwas mit Schabracke und ich hatte absolut keine Ahnung, was eine Schabracke ist. Und dann musste ich nachfragen und ich habe es wieder vergessen, was es ist. Vermutlich die Satteldecke oder so. Oder das Zusammenzeug, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich da wahrscheinlich ein bisschen blamiert, weil ich nicht gewusst habe, was es ist und ich spiele ein Pferdespiel. Schabracke ist eine Satteldecke. Ah, okay, alles klar. Genau, und ich glaube, das Zaumzeug hat auch irgendwie einen anderen Namen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Gartenwettbewerb. So. Genau, aber dieser Club hat mich dann irgendwann rausgeworfen, weil ich einfach nicht mehr an CTs war. Das klingt immer so komisch, wenn man CT sagt. Ein CT ist eigentlich eine Computertomographie. Also etwas Medizinisches. Ich sage trotzdem einfach mal CT, auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört. Und ja. Am Anfang war ich noch immer die Einzige, die dort war und irgendwann war ich dann komplett allein beim CT. Und das hat dann auch keinen Spaß gemacht und dann haben sie mich irgendwann rausgeworfen. Und seit dort dann habe ich meinen eigenen Club. Oder ich habe einfach gedacht, ja, ich lasse es mit anderen Clubs sein, weil es ist einfach nur mühsam, wenn man sich auf CTs freut. Und dann kommt einfach niemand. Aber jetzt habe ich wenigstens eine andere Schweizerin kennengelernt. Aber wir haben auch schon sehr lange nicht mehr zusammen gespielt. Eigentlich nur dieses eine Mal. Beim nicht vorhandenen CT. Und ja. Ich finde witzig, ich spiele ein Pferdespiel, weil es da keinen Fachbegriff oder Begriff, den man sonst so sagt. Aber in der Medizin kenne ich mich viel besser aus, zum Beispiel was ein CT ist. Zum Glück musste ich noch nie ein CT machen. Was du mal Lust hättest, bei unseren Eulen wärst du immer willkommen. Okay, das wäre doch spannend. Was macht ihr dort so? Was macht ihr? Dressur, Springreiten, Freizeit oder was auch immer alles so gibt? Also ich fände einen aktiven Club noch ziemlich toll. Dressur und Freizeit. Okay, Freizeit klingt mal cool.
Ich wäre da gerne mal dabei. Auch wenn ich absolut keine Ahnung von Clubs habe oder wie das Ganze abläuft. Habt ihr denn auch ein Clubpferd? Oder, ich meine, logisch, aber welches Clubpferd? Ein Outfit und so. Und wann sind die CTs? Das würde mich noch wundern. Aber an sich klingt sehr interessant. Und wie groß euer Club ist, würde mich auch noch interessieren. Einen schwarzen Lippi und wo ist Cluboutfit ist dunkelblau-schwarz. Cool. Den schwarzen Lipizzaner, den habe ich sogar. Das trifft sich gerade gut. CTs montags und samstags. 19 bis 20 und sind gerade 11. Okay. Dann würde ich da gerne mal reinschnuppern. Dann würde ich da meinen jetzigen Club verlassen. Also meinen jetzigen Club, da bin ich sowieso noch nicht drin. Und ja. Und auf welchem Server seid ihr so meistens unterwegs? Weil je nachdem würde ich meinen Server wechseln, weil hier ist sowieso habe ich nicht wirklich Freunde auf diesem Server. Das klingt so traurig, aber gerne freuen uns über jede neue Eule. Aber das wäre cool. Ich wäre echt gerne dabei. Server 11. Okay, dann würde ich später mal auf Server 11 wechseln. Vielleicht sogar jetzt oder nach diesem Rennen oder so. Mal schauen. Irgendwie ist mir aufgefallen, sind sehr viele deutsche SSO-YouTuber auf Server 11. Ich weiß nicht warum. Ich habe da irgendwas verpasst. Guck mal. Es geschafft, ein neues Profilbild. Cool. Sie ist ja leider jetzt nur sehr klein. Aber sieht von da aus gut aus. Oh Gott, dieser Satz. Aber cool, dass du es geschafft hast. Okay. So. Gut, wäre das gemacht. Man sollte da aufpassen, dass man da nicht zu viel sieht von mir. Also von mir, ich meine da mein Desktop und so, ich bin da ein bisschen paranoid. Genau. Ich mache doch dieses Rennen und dann mal sehen. Okay, ist denn auf Server 11 viel los oder eher wenig? Also es sind doch einige große YouTuber auf diesem Server. Okay. Ja. Genau, nach diesem Rennen. Okay, es geht also nicht oder so durchschnittlich viel los, würdest du sagen, oder? So. Also gleich wechsle ich den Server, dann muss ich den Stream noch anpassen.
Es gibt oft Beef und es wird viel geschrieben. Beef ist aber manchmal auch interessant, einfach nur zum still beobachten. Okay, jetzt hoffe ich, dass man da nicht zu viel sieht. Sieht man da irgendwas? Nein. Okay, dann gehe ich da kurz raus. Ähm, ja, ich muss sowieso raus und einfach hoffen, dass man nichts sieht. Ja, aber ohne Popcorn ist Beef nicht so spannend. Okay, man sieht zum Glück nichts, da bin ich erleichtert. Star Stable. So, Einstellungen. Kann man da nicht den. Genau das. Server. IC Palace. Bestätigen. Sitzung aktualisieren. Und rein geht's. Ohne Popcorn ist Beef nicht so spannend. Ja, es ist manchmal aber auch einigermaßen unterhaltsam. So, klappt jetzt alles? Ja, perfekt. Da ist es wieder. So, jetzt bin ich auf Server 11. IC Palace. Da muss ich noch meinen Club verlassen. Perfekt. Und da bin ich. Hallo zusammen auf Server 11. Jetzt mach ich diesen Server unsicher. Okay, Club. Komme schon. Doch kein Stress. Gold Gamers Community. Also, na gut. Sicher, ja. Dieses Geräusch. Doch jetzt bin ich aktuell gerade in keinem Club. Also ich warte da in den Golden Hills auf dich. Senkt mal wieder. Oh nein. Nur kein Stress, ich hab Zeit. Oder ich gehe zur Kürbisfarm und dann ist es nicht so weit. Okay, unterdessen kann ich da kurz. Ne, den Stream lasse ich mal so. Genau. Jetzt sind wir wieder alleine, Cookie. Oder auch nicht. Und alleine, genau. Coco Winterhand eingeloggt. Moment, habe ich da. Hä? Habe ich da ein Rennen vergessen oder? Oh, ups. Ich habe ein Rennen vergessen. Oh nein. Ich mache das nachher gleich. Genau. Also die Club-CTs, wann sind die nochmal? Montags und samstags. Ich muss das schnell aufschreiben. Notizen. Montags.
19 bis 20, gut. Okay. Und da ist sie sehr wahrscheinlich. Hallo Cookie, schön, dass du da bist. Club Ocean Owls. Cool. Wer gibt's da? Ah, da steht's auch nochmal. Dressur und Freizeit. Herzlich willkommen. Okay. Ach, jetzt gehört zu den Ocean Owls. Jetzt sind es 12. Ja. Aber es ist sonst niemand on. Außer wir beide. Ja, ich bin ein Anfänger. Die Clubinfo. Weiße im Blickstock. Jetzt bist du eine Eule. Yay. Eine Wolkeneule. Blauer Strickpullover, schwarzer Reithose mit Kniesocken, Stiefel Lavendeltraum. Daisy Edwards Hut. Der schwarze Lipizzaner, okay. Jörgwigstall am Zaun. Okay. Und das ist, okay, dann mache ich mal weiter mit dem Leveln. Ich habe da noch einen Rennen offen, das ich vergessen habe. Aber cool, ich freue mich schon aufs erste CT. Das erste Rennen auf Server 11. Ist auch noch speziell. Ihr bekommt einen Brief, sobald das erste CT stattfindet. Alles klar. War nämlich gar noch in Sommerpause. Ah, dann trifft es sich gleich gut, dass ich genau jetzt in den Club komme, wo es wieder losgeht. Ups, was mache ich da? Kann man schon Bubble. Okay, dann geht's gleich zum Golden Hills Valley Stall. So. Aber dann nehme ich jetzt den Transporter, weil ich faul bin. Golden Hills Valley Stall. Moment, ich glaube, das Fuchsrennen habe ich gemacht. Ja, ich glaube schon. Okay. Oh mein Gott, mein Hals wieder. Dann die CTs, da habe ich noch eine Frage. Finden die auch auf Discord statt? Also mit Sprachkanälen und so? Oder ist das einfach nur ein Ingame? Ja, freiwillig. Okay, cool. Dann würde ich da auch gerne mitmachen. Ist aber kein Muss. Ich werde anfangs vielleicht ziemlich schüchtern sein. Aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, ich kann mich mit einigen befreunden. Weil so ein bisschen mehr soziale Kontakte wäre halt schon schön. Und ja.
Ja, genau. Ich verkaufe wieder den einfachsten Sprung. Okay. Und weiter geht's. Hallo Miss Blueberry Castle, schön, dass du da bist. Wie geht's dir so? Hoffentlich gut, hoffentlich hast du einen schönen Tag gehabt. Und ja, wieder Schweizerdeutsch reden tut gut. Aber ich kann natürlich auch Deutsch sprechen für meine deutschen Zuschauer. Okay. Mir geht's gut, danke. Ein bisschen chaotisch war heute, aber sonst... Ja. Oha. Also wie chaotisch? Willst du ein bisschen davon erzählen oder musst du natürlich nicht, aber... Ja. Wäre noch spannend zu wissen, was so bei anderen so abgeht. Ups, ja genau, einmal fast über den Zaun gesprungen. So. Meine neue Bestzeit von 17 Sekunden anstatt 13. So. Dann das nächste Rennen. Und das letzte da in den Golden Hills. Wegen der Einteilung der Lernenden, weil die eine Praxisbildnerin hat immer am Mittwoch frei und die andere ist nur am Vormittag anwesend und ich bin dann allein mit der Chefin. Oha. Okay. Und die Chefin ist gut oder weniger ist zufrieden mit ihr. Also ich hatte das früher auch gehabt, dass mein Berufsbildner am Donnerstag und Freitag nicht da war und dann habe ich einen Mitarbeiter gehabt, der nur am Morgen gearbeitet hat und weil ich nicht allein arbeiten haben sie mich dann am Nachmittag zu den anderen Dings da geschickt. Es hat so zwei Abteilungen, kann ich sagen. Die eine war auf der einen Seite vom Bahnhof gewesen, und die andere auf der anderen Seite. Dann haben sie mich am Nachmittag auf die andere Seite übergeschickt. Ja, es war eine okay Zeit gewesen damals. Ups. Die Chefin ist ganz lieb. Sie hat für 1 Stunde die Lernenden zu sich genommen und später haben wir zusammen gearbeitet. Ah, wie cool. Aber wenn die Chefin toll ist, dann ist die Arbeit auch ein bisschen einfacher. Und die Bubble ist Level 8 jetzt dann. So. Okay, Bubble ist Level 8. Yay. Also ich habe früher nie gerne mit meinem einen Chef zusammengearbeitet, weil er hat so eine Art an sich gehabt. Aber ich sage jetzt zwar wieder Namen noch ein Betrieb noch so schön ist, weil vielleicht komme ich sonst Probleme über. Aber ja, das erste Lehrjahr zumindest ist keine schöne Zeit gewesen, sagen wir es so. Jetzt kaufe ich noch schnell mehr Futter. Obwohl ich wirklich nie genug habe.
Rucksack ist voll. Nein. Okay, 9000. Noch ein bisschen mehr. 8000, auch gut. So, vielleicht finde ich da noch ein schönes Ausrüstungsteil. Irgendwas Cooles. Dieses Set Herbstlaub und Herbstlaub und Herbstlaub. Ah, dann kaufe ich mir einfach mal die hier. So, perfekt. Okay, und weiter geht's zur Rennstrecke der Baroness. Rennstrecke der Baroness. So. Oh Gott, mein Nachbar hat heute Abend ist wieder so eskaliert mit der lauten Musik. Ich habe ein bisschen das Problem, dass mein Nachbar sehr gerne sehr laute Musik hört. Ich bin da schon irgendwie zweimal reklamieren gewesen. Und es ist kaum zum Aushalten. Ich bin schon irgendwie 3-mal umgezogen innerhalb von 4 Jahren. Immer wegen den Nachbarn und jetzt hier wieder dasselbe. Und ja, es ist einfach schrecklich. So. Dann das nächste Rennen. Hab jetzt auch den CTs. Moment, hab jetzt auch den CTs-Infobrief geschickt. Okay, den schaue ich mir gleich an. Immer den Nachbar. Genau, so ein Kandidat, aber nicht mit Musik, sondern mit Rasenmäher. Oh, Rasenmäher ist auch eklig. Aber Geräusche, die von außen kommen, außerhalb vom Haus, stört mich viel weniger als Geräusche, die innerhalb vom Haus sind. Und ja, es ist auf jeden Fall nicht lustig. Erstes CT. Meine lieben Noelen am Sonntag. Was machen wir? Eine kleine Kennenlernrunde machen, ein Spiel. Roboter wären in unserem Roboterservice doch natürlich auch in den Frage gekommen. Dressurer werden noch keine Dressur machen, vielleicht erkläre ich Sachen. Was er braucht: Club-Outfit und Club-Pferd. Wenn ihr es habt, sonst nehmt ihr ein möglichst ähnliches Outfit und Pferd. Bringt aber vor allem Spaß mit. Test von 7 bis 8. Leistungs werden wahrscheinlich alle unsere Clubleiter auftauchen und ich werde auch da sein. Okay. Genau. Aber ich bin schon 2-mal angelogen worden bei der Wohnungssuche. Wegen der Nachbarn. Einmal hat es geheißen, nein, man hört ja gar nichts. Und dann hat man alles gehört. Und mit denen hat es einen richtig Beef gegeben mit den Nachbarinnen. Und die haben sich auch dann richtig verstellt, was darum gegangen ist, dass man den Lärm produziert. Und dann machen wir in meiner Wohnung eine Lärmmessung. Dann haben sie sich komplett verstellt. Und dann, das war in der letzten Wohnung, und da, in der jetzigen bin ich auch angeschaut worden. Meine Vormieterin hat erzählt, dass sie wegen der Steuern auszieht und darum in eine andere Stadt zügelt. Dabei hat dann bei der Wohnungsübergabe der Vermieter gesagt, dass sie wegen dem Nachbar ausgezogen ist. Und ich so, ja super, nicht schon wieder. Ja, es war echt nicht lustig gewesen. Und in meiner allerersten Wohnung war es auch nicht lustig gewesen. Da ist wirklich mein Nachbar oben dran. Der hat Nacht zum Tag gemacht. Und ja, ich habe da auch jedes Wort, die haben gestritten. Also der hat, glaube ich, eine kleine Schwester gehabt und die haben wirklich fast täglich wirklich so laut geschrauen. Und dann musste ich mit anhören, wie die Kleinen anfangen zu brüllen.
und so. Und ich, wo ich schon angeschlagen bin, haben wir das dann müssen mit anhören. Und ja, und eine Entschädigung hat es auch nicht wirklich gegeben vom Vermieter. Und ja, ich habe das 1 Jahr lang ausgehalten. Nachher habe ich gedacht, nein, jetzt muss ich wieder weg. Dann in der nächsten Wohnung genau das Gleiche und jetzt wieder. Also es ist echt mühsam. Und es gibt wahrscheinlich... Was? Es gibt wahrscheinlich keine Wohnung, wo man die Nachbarn nicht hört. Aber was wiederum das Komische ist, ich bin immer die Einzige, die die Nachbarn hört. Es ist so seltsam und ich tue mir das nicht einbilden. Weil ich habe heute wieder mit meiner Kamera das alles aufgenommen, weil die viel besser den Ton aufzeichnet als mein Handy. Und ja. Und dort hört man es wirklich laut und deutlich. So richtig so Pam-Pam-Musik. Also wenn es wenigstens mein Musikgeschmack wäre, wäre es noch okay. Aber es ist leider nicht, sondern es nervt einfach nur tierisch. Und jetzt habe ich mich genug über meinen Nachbar aufgeredet, jetzt gehe ich da zurück zu essen. So. Genau. Also ich habe bis jetzt einfach nur Pech gehabt mit der Wohnung. Obwohl die jetzt eigentlich mega toll ist, wo ich kann. Okay. Heute Morgen bin ich so am Schlafen gewesen, oder? Und dann läutet mir einfach jemand aus dem Welschland an. Oder irgendwo aus dem Welschland, auf jeden Fall hat er Französisch geredet. Und dann habe ich so abgenommen, so, ja, grüezi, wer ist da? Und dann redet er einfach in Französisch und ich so, ja, bonjour. Und dann hat er irgendetwas geredet, ich habe keine Ahnung, was mit Französisch ist, absolut schrecklich. Und dann habe ich einfach abgehängt. Und ich so, okay, vielleicht wäre ein französischer Werbeanruf auch gut. Aber es ist einmal vorgekommen, dass eine Firma aus dem Welschland die falsche Nummer hatte, anstatt von einem Kunden hat die einfach meine Nummer gehabt. Und dann, ja. Es war auch spannend, um so das Ganze ein bisschen beobachten. Ich hätte es können melden und sagen, ihr habt die falsche Nummer, aber habe ich nicht gemacht. Findet man überhaupt noch gute Wohnungen in dem Kanton, wo du wohnst? Ist ja bekannt dafür, dass die Kosten recht hoch sind. Ja, also ich habe jetzt einfach Glück gehabt mit meiner Wohnung. Also billig ist es jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall kann ich sie... wenn man die Miete abzieht von meinem monatlichen Einkommen, komme ich eigentlich relativ gut über die Runden. Und ich komme jetzt nicht so viel über, also ich wohne jetzt nicht gerade im Luxus. Aber... Ups, ja. Also auf jeden Fall ein Neubau ist jetzt nicht gerade billig. So, ja dann... Ja. Genau, und Altbauten kann ich vergessen. Zumindest wenn es Nachbarn hat, weil ich bin sehr, sehr lärmempfindlich. Und ja. Fircroft Jumpy. Nope. Mal schauen, ob die magischen Rösser da sind. Perfekt. Bei Midnight oder wie heißt der? Erinis oder so etwas. Genau, Erinis ist das.
Okay, dann geht es weiter. Ups. Genau, in den einzelnen Baumstumpf reiten. Oder Baumstamm eher. Die Aurora ist nicht da, hä? Nein, ich sehe sie nicht. Aber es tut richtig gut, wieder Schweizerdeutsch zu reden. Ich glaube, die Cookie versteht das sogar. Auch wenn sie noch da ist. Vielleicht wechsle ich doch wieder, doch wieder zu Schweizerdeutsch. Ja, ich verstehe es. Ah, das ist super. Dann kann ich da auf Schweizerdeutsch weiterreden. Eben, vielleicht wechsle ich doch wieder zu... ich kann echt nicht mehr reden heute. Ich wechsle vielleicht doch wieder zu Schweizerdeutsch. Weil es ist einfach... Also das Deutsch war auch okay, gewesen, aber Schweizerdeutsch... Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Ist so viel angenehmer. Aber so in der Muttersprache nicht zu reden und statt sich so müssen zu verstellen. Gut, haben wir einen neutralen Dialekt. Was meinst du jetzt, der Thurgauer Dialekt? Oder mein Dialekt? Oder wie meinst du? Weil euer Dialekt ist ja ein bisschen speziell, also es gibt da ja die Memes und so. Ich weiß gar nicht, wer das gestartet hat, der Gabirano oder so. Auf jeden Fall habe ich es bei ihm gesehen. Damals und ja. Also dein Dialekt. Ah, okay. Ja, ich habe so eine Zürich-Schnurre. Also ziemlich neutral, wie du gesagt hast. Und ja. Als ich noch in der Lehre war, haben wir auch jemanden aus dem Thurgau in der Klasse gehabt. Er war ein mega netter. Und dann ist das Meme aufgetaucht und dann haben sie sich so über ihn lustig gemacht und er hat dann gesagt, nein, hört auf und sie haben trotzdem weitergemacht. Also ich habe das dann nicht mehr lustig gefunden. Eigentlich geht gut, habe ich. Der meine ist eher unbeliebt, aber ich habe nicht so einen krassen Dialekt wie die meisten Ostthurgauer. Eher näher an Schaffhausen. Okay. Ich glaube, Schaffhauser haben auch so einen ähnlichen Dialekt. Aber ich meine, ich habe kein Problem mit dem Thurgauer Dialekt. Ich meine, ich bin ja als Kind etwa im Kanton Thurgau gewesen, weil meine Oma dort und mein Opa damals noch dort gewohnt haben. Und ja. Also es gibt schon so Dialekte, die ich gerne höre und solche, die ich gar nicht mag. Bei mir zum Beispiel der Bündner Dialekt. Ich kann den nicht hören, aber Bündner dafür sind so nett. Also und irgendwie der Dialekt macht es irgendwie auch noch sympathisch. Aber ja, aber ich finde der Dialekt ist nicht gerade der schönste, muss ich zugeben. Bei mir ist auch immer so ein Hin und Her. So mit, ja, mache ich jetzt deutschen Content oder doch lieber wieder Schweizerdeutsch. Jetzt tendiere ich wirklich wieder zum Schweizerdeutschen. Ja, es ist einfach angenehmer. Und es gibt, glaube ich, noch nicht wirklich schweizerdeutsche YouTuber, vor allem bei SSO. Also es gibt schon Schweizer YouTuber, aber eben wie gesagt nicht bei SSO. Ich glaube mich da, obwohl ich aus dem Thurgau bin, schätzen mich die meisten Leute auf Schaffhausen oder sogar Basel. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber Schaffhausen und Thurgau kann man verwechseln, wenn man sich mit Dialekt nicht auskennt. Genau.
Also ich glaube, mein Dialekt ist ganz offensichtlich mit meiner Zürich-Schnurre. Genau. Ich weiß nicht einmal, ob Zürich-Schnurre eine Beleidigung ist oder nicht, aber ich sage es so gerne irgendwie. Ja. Also ich habe ja lange im Kanton St. Gallen gewohnt. Aber ich zweifle so an unserem Club. Ich schaue mir immer wieder Videos an, um sicher zu gehen, dass alles passt in unserem Club. Aber ich habe so Angst, dass ich etwas falsch mache. Ach komm jetzt, Cookie. Du machst nichts falsch. Also ich habe jetzt den Brief relativ gut gefunden. Und ob dann andere auch kommen, das ist dann ihre Entscheidung. Ob sie Lust drauf haben oder nicht. Darum habe ich ja den anderen Club dann sein lassen. Golden Jokers Girls, glaube ich, hat es geheissen. Und dort ist niemand, außer am Anfang, ist wirklich niemand am CT gewesen. Und ja. Aber du machst garantiert nichts falsch. Ich bin mir am Anfang unsicher bei dir. Zürich ist für mich irgendwie nicht der Moment, ich lese es gerade. Ich bin mir am Anfang unsicher bei dir. Zürich ist für mich irgendwie nicht in Frage gekommen, weil ich bei dir nicht so stark gehört habe. Aber das rollende R hat mich wiederum verwirrt. Ja, das haben mir schon mehrere Leute gesagt, dass ich so ein rollendes R habe. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht wirklich typisch Schweizerdeutsch. Und ja, aber der Deutsche wiederum fällt das und ziemlich auf. Ich will jetzt nicht wissen, wie das tönt in der Aufnahme. Genau. Aber ich glaube, es gibt sicher Leute, die das noch extremer aussprechen. Waren deswegen auch in Sommerpause, weil ich immer versuche, alles zu verbessern. Cookie macht hier nicht so Eindruck. Wenn es läuft, dann läuft es und wenn nicht, dann ist auch okay, oder? Und wenn es nicht funktioniert, dann sind halt einfach wir beide dabei. Ist doch auch schön. Also Cookie, wenn du etwas nicht verstehst, dann sag es ruhig. Dann wechsle ich wieder zu Deutsch. Okay. Also ich bin es gerade richtig entspannt. Ich bin schon lange nicht mehr so entspannt während dem Streamen. Das Licht. Ach komm, ich hol mir das jetzt. Ich weiß, wo das angeht. Und so. Warte ich da schnell aufs Licht. Ich verstehe es sehr gut. Okay, dann bleibe ich bei Schweizerdeutsch. Aktuell sind nur ihr beide drin, also Miss Blueberry, Gustl und Cookie. Und ich natürlich. Moment, wo reite ich jetzt wieder an? Druiden koppeln jetzt. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt da kein Rennen verpasst. Irgendwie ist meine Konzentration ein bisschen flöten. Aber eben, wie gesagt, das ist gerade ziemlich entspannt, finde ich. Und es ist doch schon 8:30. Hey. Oh, der Grassland. Hoi, Grassland. Oder Petra. So, also Druiden koppeln. Hallo Melanie. Schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut. Hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ja. Na komm, ich lasse sie. Okay. Das Irrlicht ist noch da.
Eine Frage an dich, Melanie. Verstehst du Schweizerdeutsch oder soll ich auf Deutsch weiterreden? Weil, Delsee. Weil ich kann mich sehr gut euch anpassen. Genau. Weil ich weiß nicht genau, wer jetzt da aus der Schweiz ist oder aus Österreich oder Deutschland oder so. Genau. Verstehe Schweizerdeutsch. Alles klar, dann rede ich so weiter, wie es bisher war. Ist viel angenehmer, finde ich. Okay. Den der Sprung finde ich auch super gefährlich. Also, es geht mir gut, wie geht's? Ja, inzwischen wieder gut. Also, so gut es halt geht. Heute und gestern ist mir nicht gut gegangen. Also, psychisch meine ich, körperlich ist mir gut gegangen eigentlich. Aber ja. Schicke dir eine Einladung zu unserem Open Server, okay? Ja, das kannst du machen, Cookie. Dann werde ich die nachher gerade schnell annehmen. Dann werde ich sie mal schauen. Nein, warte. Ich schaue dann nachher schnell auf dem Handy auf Discord. Und dann werde ich sie dort annehmen. Nach dem Rennen. Also, dann gebe ich das aber schnell ab. Vielleicht habe ich so in der Zwischenzeit nicht sein. Ja. So. Discord. Ocean Owls beitreten. Perfekt. Anita Purplefield. Cool. Okay. Ich bin jetzt auf dem Server von den Ocean Owls. Gestern Abend ist mir auch so schlecht gegangen irgendwie. Mir hat etwas komplett aus der Bahn geworfen. Eigentlich ist es so ein richtig kleiner, harmloser Grund gewesen, wo sich jetzt andere nicht dabei denken. Aber ja. Ist nicht so lustig gewesen. Dafür war das Essen mega fein gewesen. Ich habe Pizza selber gemacht. Und die ist so gut gewesen. Ich habe heute Morgen während dem Wartestream habe ich den Rest gegessen. Genau, ich habe Pizza geschaut. Wer macht das nicht? Ja. Und auch kalte sind mega fein gewesen. Wird auch wieder irgendwie ein 7-Stunden-Update. So schlimm gewesen. Ich wollte die ganze Zeit wissen, welche Rösser das vom Bazar kommen. Und darum bin ich so gehypt gewesen. Und ja. Und dann eine kleine Enttäuschung, weil ich gesehen habe, dass die Lusitanos dabei sind, weil das ist eine von meinen Hassrassen. Und ich habe mir trotzdem alle gekauft, also nicht alle noch nicht gekauft, da habe ich dann gekauft. Und ja. Habt ihr auf dem Bazar auch schon zugeschlagen? Oder habt ihr euch da nicht gekauft oder wollt ihr euch nicht kaufen?
Vielleicht hole ich mir später noch spontan ein Starterpony. Okay, das Polebending-Rennen. Ich finde dein Pferd sehr, sehr schön. Danke, Melanie. Ich finde es auch mega cute. Habe ich mir heute gekauft. Und darum ist es noch nicht ausgelevelt. Es ist ein Appaloosa. Ja, gut. Okay. Dann ab nach Firgrove. Hat es da etwas zum Einsammeln? Ja, dahinter hat es etwas. Färberröte. Und Moos. Wie weit bin ich da beim Pass eigentlich? Bald Stufe 3. Cool. Okay, immerhin sind jetzt die nervigen Wölfe weg. Jetzt muss man dann nicht mehr aufpassen. Wie viele Pferde hast du? Melanie, ich hab 452 Pferde. Habe ich etwa. Also auf jeden Fall über 450. Also ja, ich habe noch einiges zum Ausleveln. Ähm, es sind noch viele Level 1 davon. Und ja, die meisten sind so zwischen Level 3 und Level 10 etwa. Okay, jetzt ist wieder so eine Phase, wo ich einfach nicht weiß, was reden. Ähm, genau. Und das Rennen wäre geschafft. So. Ups, ja genau, was wird das? Oh nein. Ich hätte wieder wie ein Profi. Das ist unglaublich. Wir haben gestern alle bis auf 3 geholt. Ähm, also wie meinst du das? Von der Lusitanos oder welche Rasse?
Ah, oh mein Gott, ich habe ja an der Nachricht überlesen. Gen 2 Mustangs. Hast du dir auch einen Mustang von der Gen 2 geholt? Ja, ich habe mir alle gekauft. Aber ich weiß nicht, ob ich das Video gelöscht habe dazu. Genau, aber ich habe auf jeden Fall jeden von den Gen 2 Mustangs. Ausser der aus der App. Ich glaube, da fehlt mir einer. Aber sonst habe ich alle. Aber als nächstes gehen ja die Easy und Gyro raus von der Gen 2. Da mache ich dann auch noch ein Video dazu, wie ich mir die kaufe. Und dann hoffe ich, dass bald doppelt Starcoins ist, damit ich wieder ein bisschen aufladen kann. Weil ich bin wieder bald pleite da im Spiel, wenn es so weitergeht. So, die Goldmelisse will ich noch. Okay, Verifierung auch gemacht. Dann geht es nachher wieder zu der Starshine Ranch. Dort noch die Daily-Aufgabe mit der täglichen XP, also Spieler-XP. So, und Bubble ist Level 10. Okay. Aber wenn man da den Leuchter mit Ferne sieht, da hinten. Jetzt kommt noch die Musik. Oh, wie schön. Also so ist toll. Genau, und ein Q&A-Video muss ich noch machen. Das habe ich noch nicht aufgenommen, weil ich bin lange in der Hoffnung gewesen, dass noch weitere Fragen kommen. Aber so wie es aussieht, nicht wirklich. Okay, dann dahinter. Jetzt nichts zu machen. Perfekt. Und da hat es eigentlich auch immer etwas zu machen, da bei der Ferdinanda. Und Pferde. Und das Flachs. Okay, das war jetzt super easy. Da hat es fast nichts gehabt zu machen. Okay, dann macht dann noch die beiden Rennen. Die mit den Hühnern tanzt. Aber ich finde den Appaloosa mit dieser Mähne einfach so toll. Und man ich den heute unbedingt leveln. Weil er eben, wie gesagt, mega toll ist. Es ist ungewohnt, Starshine Ranch so leer zu sehen. Ja, das stimmt. Das ist immer nach jedem Event irgendwie, dass dann die Stelle dort so leer ist. Ist jetzt auch da bei der Starshine Ranch sehr ungewohnt.
irgendwie ist es schade, dass einige Gebiete einfach nur dann Spieler dort sind oder nur viel mehr Spieler dort sind bei einem Event. Was sonst fast nie jemand ist. Das finde ich ein bisschen schade. Ist das. Ist das ein Gen 1 Ross? Oder ein alter Shire? Ich finde Gen 1 Rösser, die hüpfen das so lustig. Das ist ein alter NSK gsi. Was ist denn ein NSK? Kenn ich gar nicht. Nordschwedisches Kaltblut, oder? Okay. So, dann geht's ab ins Dinotal. Nixton Grounds Lagplatz. Perfekt. Ich da immer noch so Westernmusik habe von der Starshine Ranch. Das ist auch richtig speziell. So die Ruhe aus dem Dinotal und dann einfach so Westernmusik. Die Archäologie sollte ich auch mal machen. Also in Epona. Und ich glaube, ich habe da noch 2 Skelette, die ich muss vervollständigen im Dinotal. Aber das Doof ist, kann man da die Stellen mit den Archäologie-Spots einfach nicht merken. Es ist so schlimm. Okay, dann ab nach Südhof. So, Südhof, ich komme. Südhof. Da. So. Ich schaue mir gerade ein paar Club-Webseiten an und ich schaue gerade auf eine und lese mir die Geschichte vom Club durch. Übertreiben kann man es auch. Das sind locker 4 Seiten. Was wir später das Video anschauen, was du erst jetzt gesehen, dass du heute etwas aufgeladen hast. Ja, da mein Pferdekaufvideo. Dann habe ich unter anderem die Bubble gekauft, also den Appaloosa, den ich jetzt gerade reite.
Dann morgen kommt nochmal ein Video, das habe ich auch schon vorbereitet. Und da bin ich dann gespannt, weil mir selber gefällt es extrem. Also ich finde es noch unterhaltsam. Ach so, das ist der. Genau. So. Aber ich würde mal sagen, bevor ich mir eine deutsche Community aufbaue, bin ich gespannt, was morgen kommt. Yep, kannst dich freuen. Ich hoffe, es kommt gut an. Also ich find das Video toll. Also genau, wegen vorher, bevor ich mir noch eine deutsche Community aufbaue und dann für immer muss auf Deutsch reden, dann ich gescheiter wieder zu Schweizerdeutsch wechseln. Weil irgendwie ist es doch tausendmal angenehmer, Schweizerdeutsch können zu reden. Also meine Videos sind ja meistens nicht gerade die längsten. Und ja. Also wird der morgen. Was? Wird der Video morgen auch nicht gerade der längste sein? Nochmal übertriebene Stellen jede einzelne Mitte vor. Ui. Also jedes einzelne Mitglied. Okay. Oder. Also ich kenne mich mit Clubs aber nicht so gut aus. Ich weiß zum Beispiel nicht, was ein Mitte ist. Ja, okay. Aber ist doch auch gut, dass du dich da so ein bisschen informierst und so. Aber tu dich nicht zu fest reinsteigern. Sonst kommt das vielleicht nicht so gut raus. Nochmal schnell einen Schluck Wasser nehmen. So, und weiter geht's. Ich glaube, es steht jetzt fest, dass ich doch wieder zu Schweizerdeutsch wechsle. Äh, zum Glück habe ich noch keine deutschen Videos vorproduziert, sondern nur Schweizerdeutsche und gut habe ich die nicht gelöscht. Und ja. Weil es gibt ja doch einige, die mich verstehen und das finde ich auch toll. Und ja. Okay, ab zum Einsiedler. Obwohl, die Goldmelisse will ich noch. So. Gut, ich glaube, dann nehme ich morgen noch mal ein sinnvolles Video auf, wo ich dann schnell erkläre, dass ich wieder zu Schweizerdeutsch wechsle. Und ja. Aber eben nicht wundern, bei mir ist ständig so ein Hin und Her. Mal das, dann wieder das eine, dann nochmal das andere und immer so. Ja. Ich habe das zum Beispiel auch mit Hund und Katze. Mal bin ich Seite Hund, dann Katze, Hund, Katze. Ich kann mich nie entscheiden. Aber ich glaube, damals habe ich fest an meiner Entscheidung mit dem Schweizerdeutsch. Und ich glaube, ich lasse mich da einfach zu sehr blenden, dass ich eine viel größere Reichweite habe mit den deutschen Videos. Aber eigentlich ist das so genau eben nicht mein Ziel. Also, wieso lasse ich mich da so blenden davon? Mir ist das schon vor ein paar Monaten passiert, wo ich mit YouTube angefangen habe, habe ich irgendwie zum Spaß ein deutsches Video hochgeladen, so ein
Leveltag mit starkem Schweizer Akzent und der ist richtig gut angekommen. Und dann haben mich ein paar abonniert wegen dem, weil sie wahrscheinlich gemeint haben, ich mache nur deutschen Content. Und dann haben die mich wieder deabonniert, wo ich wieder zu Schweizerdeutsch gewechselt habe. Und, und noch etwas mich aufregt, der Club hat... Moment. Noch etwas, das mich aufregt, der Club hat das gleiche CO wie mein alter Club, mit dem ich noch viel Kontakt habe. Okay. Ja, es gibt sicher Clubs, die ähnliche oder gleiche Club-Outfits haben. So. Okay, dann will ich nur das Recycling-Material. Einsiedler-Rennstrecke. Okay. Und hep. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass... Ja, aber nicht das gleiche mit dem gleichen Clubpferd. Die haben sogar das gleiche Clubpferd. Oder... Wie meinst du? Okay, dann ab zu der Goldspurfarm. Ja, okay. Also die haben das gleiche Club-Outfit und das gleiche Club-Pferd. Goldspurfarm. Ja, das ist schon ein bisschen speziell, wenn die einfach genau das gleiche haben. Ja, okay. Also. Mir ist gefühlt schon 10, du bist gerade mal 9. Hey, hey. Ich habe schon gedacht, Mist, das ist schon 10. Aber jetzt ist erst 9. Fast runtergefallen. Okay. Langsam kriege ich Hunger. Hast du nicht gegessen in dem Fall? Oder kommst du wieder Hunger rüber? Ich habe ja um 5, 6 am Abend etwas gegessen. Und ja. Ich hatte gerade. Stufe 3. Yay, Stallhilfe-Coupon. Kann man immer brauchen. Hey. Ich habe noch nichts gegessen. Dann würde ich langsam mal etwas essen. Vielleicht etwas Lichtes oder so. Mal schauen, was du so findest. Und ja. Ich habe mir vorhin Levitas gesnackt. Oh, cool.
Und haben es geschmeckt. Also ich habe Spaghetti mit Tomatensauce gehabt. Richtig komplexes Essen. Ah, der Koch ist zu Deutsch gewechselt. Alles gut. Meine Autokorrektur macht auch immer gerne aus Han, hab. Also anstatt ich kann, ich hab. Und dann sind meine Sätze meistens so ein halbes Kuderwelsch aus Deutsch und Schweizerdeutsch. Ja, es macht aber durstig. Also, wie wird das? Okay, ich glaube, ich habe es sogar noch nie gehabt. Aber wenn ich durstig mache, dann trinkst du wahrscheinlich eher mehr. Und dann kommst du mehr auf deine täglichen 2 Liter. Hat doch etwas Gutes, oder? Ups. Ja, genau. Genau, schaffe ich einen einfachen Sprung nicht. So, jetzt aber. Schon wieder fast verkackt. Meine Güte. Und so, jetzt da aufpassen. Nicht runterfallen. Es wäre einmal eine Challenge, das Rennen machen ohne abbremsen. Wenn das überhaupt möglich ist. Nein, 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 bitte nicht. Komm schon. Babbel, du laufst jetzt da. Bitte, 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 bitte. Ich werde es noch schaffen, ich werde es noch schaffen. Okay, knapp gesehen. Mir wird angezeigt, dass Alex live ist, obwohl er nicht live ist. Okay. Vielleicht mal die Seite neu laden. Oder er ist wirklich live. Das kann auch sein. Miss Blueberry Castlich tut deine Nachricht bald vorlesen. Oder weißt du, was ich mache sitzen? Was ihr irgendwann Plevita probierst, findet die rote oder die hellblaue am besten. Die gelb schmecken so, als wären sie vergammelt. Oh, ich hätte dann doch gescheiter keine gelbe probieren. Aber danke für, wie kommt das durch das englische Wort in den Sinn? Recommendation? Genau. Okay. Schnell andere Stellen hocken, es wird langsam unbequem. So. Also dann gibt es Plevitas in verschiedenen Farben. Wollen wir essen? Alles klar, Cookie. Mach du das. Guten Appetit. Und so wieder rede ich Deutsch. Also dann gibt es die verschiedenen Farben. Und haben den Migros oder Coop. Gibt es das bei denen? Weil dann würde ich mal so posten und mal probieren. Ah, der Hund ist so cute, wo man da nachläuft. Ich habe extra den genommen wegen dem grünen Halsband. Weil es passt zu meinem Outfit. Und hip. Und gerade nochmal hip. Perfekt. Beim Mikro gibt es die Gop, weiss ich nicht mehr genau, ob sie die eigentlich auch haben.
Ah, dann ist ja perfekt, wenn der Mikro die hat. Weil der Mikro ist bei mir gerade am nächsten. 20 Meter. Und ja. Ah, dann würde ich mal go posten und dann einfach mal probieren. Also ab zu der Koppelinsel. Da. So. Haben mir jetzt einfach Himbeeren und so einen Schokopudding geholt, bin zu faul, um mir etwas richtiges Essen zu machen. Also als Snack geht sowas immer. Also Himbeeren sind fein und Schokopudding ist auch fein. Also, ich weiß nicht, wie es dir im Mikro aussieht, aber es sollte in der Abteilung von diesen Farmerriegel, Müsli, Cornflakes sein. Also halt so Snacksachen. Okay, danke für den Hinweis. Also Cornflakes sind nicht bei der, in meinem Mikro sind die nicht bei der Farmerriegel. Also die sind ein bisschen äh, mit Abstand. Aber ich kann ja mal einfach mal schauen, was dort so geht. Und dann die hellblauen oder roten. Okay. So, ja. Jetzt verraten an, in welchem Mikro das Comics gehen. So. Ups. Ups, dadurch geht's ja. Ich mache das Rennen schon so oft und reite immer noch falsch. Es ist so typisch. So. Okay. Und dann Krebslieferung an den Jorvikstall. Wäre noch etwas. Also irgendjemandem hat mein neuestes Video nicht gefallen, also mein vorletztes Video mit dem in Real Life Outfit nachstellen. Der hat mich deabonniert und ein Dislike da lassen. Und und ich habe mir dann gedacht, okay, dann ziehst du halt weiter, viel Spaß. Und ja, ich hätte das Video wahrscheinlich nicht aufladen sollen, weil ich habe selber nicht so ein gutes Gefühl dabei gehabt, als ich den erstellt habe, also zusammengeschnitten habe. Und ja. Aber hey, aus dem lernt man. Aber das Problem ist, ich weiss nicht, was der Person an diesem Video nicht gefallen hat. Darum kann ich das leider auch nicht verbessern. Das finde ich ein bisschen schade. Also wenn man keine konstruktive Kritik da lässt, kann man sich nicht verbessern. Am Abend oder in der Nacht ist Essen so einfach so gemütlich. Es ist so ruhig und, und so. Einfach mega toll irgendwie. Und nicht zu vergessen der Sternenhimmel.
Binchen ist auch live auf Server 11. Ach schon? Vielleicht treffen wir es ja da noch irgendwie irgendwo. Binchen sagt mir auch etwas. Ich glaube, ich habe auch schon bei ihr mal kurz reingewechselt. Aber ja, eben so ziemlich viele deutsche SSO-YouTuber sind gerade auf Server 11. Und darum, ja, finde ich das ein bisschen speziell. Dass ich jetzt auch wieder auf dem Server bin. Eine Zeit lang ist der Server 14, also Cherry Swarm, der bei vielen sehr beliebt war. Und irgendwann hat es wohl auf Server 11 gewechselt. Und Bella auch. Was meinst du, Bellamy oder Tasty? Ja, sind ja beide Bella. Also sie ist auch gerade live. Auf dem Server 11. Oder ist sie auch einfach auf dem Server 11? Tasty. Ah, okay. Mittwoch sind glaube ich fast alle YouTuber live wegen Update und so. Ja, das kann sein. Also bei mir ist es einfach Zufall. Das ist jetzt mein erster Stream am Mittwoch. Es ist live auf Server 11. Wahrscheinlich bald in der Nähe, weil das Jorvik Jump ist ja bald. Genau, ich mache jetzt meinen ersten Stream am Mittwoch. Aber einfach, weil ich so oder so gestreamt hätte, spätestens am Donnerstag. Und ich habe gedacht, am Mittwoch trifft es jetzt eigentlich gerade gut. Und ups. Bei uns wird nie langweilig auf Server 11. Okay, das freut mich. Dann läuft er. Okay, da ist wahrscheinlich gerade jemand. Oh mein Gott, die Mauer, die ist neu. Die habe ich ja noch nie gesehen. Und die ist kleiner geworden. Cool. Das ist mir echt nicht aufgefallen. Und der Boden ist heller geworden. Da meine ich das nur. Genau in der News ist ja gestanden, dass beim Jorvikstall irgendetwas anderes ist. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so eine grosse Veränderung ist. Aber jetzt gehöre ich auch zu den YouTubern, die auf Server 11 rumgammeln. So. Gut. Dann geht es zum Jorvikstall Schlangenbiss und dem anderen Rennen. Und mal schauen, was da unten los ist, wenn sie noch da sind. Der Platz ist auch anders. Genau, irgendwie, ist das ein Club? Ja, das ist ein Club, okay. Okay, jetzt steht jetzt scheinbar dahinter. Also der Reitplatz. Du meinst da der grosse braune Platz, oder? Gibt's einen anderen Reitplatz? Es geht wirklich anders aus. Okay, transparente Hindernis. Auch noch nie gesehen. Ja, der ist anders. Ja, ist mir auch aufgefallen. Und es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass Server 11 bis 18 nächstes Jahr einfach so 6 Jahre existiert. Moment, ich gehe da schnell weg wegen dem Geräusch. Das ist ein bisschen unangenehm. So. Server 11 bis 18 nächstes Jahr einfach so 6 Jahre existiert, weil die sind erst in der Corona-Krise dazugekommen, weil man ja deutlich mehr Zeit hat zum Spielen. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Dann hat es nur 10 Server gegeben am Anfang. Ist aber auch noch interessant, dass die extra mehr Server für Corona-Zeit gemacht haben. Und ja.
Schade, habe ich dort noch nicht schon angefangen. Wäre noch ein toller Zeitvertreib gewesen. Vor 6 Jahren, das heisst Corona ist auch bald 6 Jahre seither. Wow. Ganz am Anfang nur Server 1 bis 3 und später bis 29 und 18 haben die Server 10 ausgebracht und dann aber noch 11 bis 18. Okay, spannend. Man lernt immer etwas Neues dazu. Einen gemeinsamen Moment, den löse ich gerade ein. Okay, es ist immer noch ungewohnt, dass der Mark jetzt da an der Seite steht, anstatt da einer, der sonst immer gestanden ist. Aber früher mit Server 1 bis 3 ist doch richtig viel los gewesen, Amix, oder? Kann ich mir noch gut vorstellen. Dass die Server noch relativ voll gewesen sind, oder? Ich habe jetzt so ein trockenes Maul. Irgendwie voll unangenehm. Also ich nehme nachher noch mal schnell einen Schluck Wasser nach dem Rennen. Ah, da ist es. Habt ihr schon jemals einen YouTuber auf der Welt gesehen, der fix dort ist? Ich weiß es nicht. Also ich habe nur gesehen, dass jetzt plötzlich alle auf Server 11 sind, scheinbar. Aber ja, das ist wahrscheinlich 2011 bis 2013 gewesen, weil sie haben jetzt erst müssen testen, wie viele Leute Interesse an SSO haben und wenn mehrere kommen, macht es noch mehr Server. Ah, okay. Dann ist das ja wirklich zu den Anfangszeiten gewesen. Auf Server 10, auf Server 10. Okay. Alles gut, Cookie. Genau, also wenn jetzt gerade 2 live sind, dann sind die wahrscheinlich schon da. Oder auch nicht? Okay, die vergessenen Felder. Also ich habe bis jetzt noch keinen YouTuber auf Server 10 gesehen. Außer dich, wo ganz am Anfang noch bin ich noch auf Server 10 unterwegs gewesen, bin dann aber auch wieder gewechselt. Okay, wo ist Ellie? Ellie, wo bist du? Da hinten irgendwo, hä? So. Da müsste es irgendwo sein. Ah, da. Perfekt. So, salut Ellie. Binchen ist in der Reiterin und Bella in Fort Pinta. Okay, dann treffen wir sie wahrscheinlich nicht mehr. Hast du 3 Bildschirme, Cookie? Gell, hast du 3 Bildschirme oder? Nein, ich glaube, du hast schon mal gesagt, ich glaube, es nur 2 oder so, oder? Ne, 2, okay. Okay, Cookie hat nur 2 Monitor. Oder halt Bildschirme. Stimmt, pro Stream ein Monitor. Ist doch auch noch etwas. Cookie alle am Durchchecken. Ja. Cookie ist so unsere Botschafterin. Was sie gerade spionieren. Was macht so die anderen? Was sind die?
YouTube-Kontrolle. Genau. Kann ja einen Stream aufmachen und den dann wieder schließen. Stimmt, das kann man auch machen. Immer wenn ich das Rennen mache, kommt mir mein privater Level-Tag in den Sinn, der so richtig krass abgedriftet ist gegen Ende. Weil dort, was so eskaliert ist, bin ich das Rennen am machen gewesen. Und ja. Okay, wäre das Rennen auch gemacht. So. Dann geht es wieder zum Mittelalterplatz. So. Das Wanderrennen. Es sind gerade 5 YouTuber live, was ich gesehen habe, halt jetzt so YouTuber. Okay. 5 ist jetzt auch nicht gerade wenig. Aber wahrscheinlich alle Deutsch, oder? Also Bella, also Tasty, Bienchen, ich, dann das sind 3, und noch 2 andere. Vielleicht der Sepp. Ich weiß nicht, ob er gerade live ist oder nicht. Ja, okay. Das wäre dann 4. Er ist dann der 5. Und die restlichen 2 kenne ich. Nee, die waren nur auf meiner Startseite. Ah, okay. So. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich heute meine ganze Levelroute mache. Nicht gut, es ist ja noch nicht fertig, aber... Okay, das wäre so ein Wanderrennen gewesen. Und jetzt das andere. Morgen schon wieder Donnerstag. Die Zeit geht so schnell um. Ja, gell, mein Blueberry Castle. Das ist voll so. Morgen wieder arbeiten. Ja, und es ist bald Oktober. Der 10. Monat in diesem Jahr. Das Jahr hat doch erst gerade angefangen, oder? Das ist so krass. Und in einer Woche, wo ja gefühlt nach einem Blinzeln schon ist, kommen ja schon die neuen Andalusier. Und für das lange bin ich Darkwinds nicht. Es kommen ja, glaube ich, 7 Farben raus. Aber ich glaube, ich kaufe mir nicht alle. Ich muss noch schauen, wie die Ingame dann aussehen. Und am 30. Oktober ein Probezeitgespräch. Ui, ja, viel Glück.
Hoffentlich bestehst du. Und ja. Also ich kann dich trösten, wenn deine Probezeit verlängert wird, mir ist das auch passiert. Also meine Probezeit ist verlängert worden, also ich dann aber doch bestanden. Aber ja, das kommt schon gut. Okay. Ich habe gerade so wieder so Lust auf Pizza, auf die selber gemachte, aber die Läden haben jetzt leider schon zu. Okay, ab nach Dandal. Dandal ist jetzt an der Reihe. Dundul. Okay. Aber die Zeit geht jetzt auch wieder so schnell um. Ich streame schon seit 2,5 Stunden etwa. Und es ist bald 9:30. Ach, die Zeit wieder. Das ist so schlimm. Ups, nicht stehen bleiben, Bubble. Kennt ihr das Meme? Sprachen lernen, Bubble. Immer wenn ich den Namen von dem Ross sage, muss ich daran denken. So, ja. Ja, es ist schon witzig. Okay, dann die andere Arbeitsrichtweise. Ich bin gerade wieder so konzentriert. Ups, nein, 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 bitte nicht, Bubble. Bitte nicht. So, gut. Ups. Ah! Oh, geschafft. Ja, ich habe 8 Sekunden länger gebraucht als sonst. Oh je. So. Okay, jetzt habe ich wieder einfach nichts mehr zum Erzählen. So wie immer eigentlich. Okay. Und dann gibt es da, glaube ich, noch Springreiten und dann geht es schon weiter. Nein, hey, ich habe das ja gerade gemacht. Ja, die Konzentration ist auf jeden Fall da. Äh, genau.
Dann geht es wieder zu den Jorvik Rangers. Also eine südliche Abteilung ist das, glaub's. Ja, der Hund ist so herzig, der da mitläuft. Genau. Und was läuft sonst so? Wenn man einfach gar nicht weiß, was sagen und dann einfach so random Fragen raushaut. Also, da wären wir schon. Der Alonso. Es gibt, offiziell von SSO gibt es einen Zeichentrickfilm, wo das Nebelfall frisch rausgebracht haben. Der ist so schön und dort kommt der Alonso vor. Ich muss sagen, dort ist er ehrlich gesagt hübsch, aber da im Spiel gefällt er mir irgendwie nicht. Und ja, und dort geht es vor allem ums Amber Main und ich finde das so schön. Und ich habe dann mein Amber Main wieder geholt aus dem Stall und habe es umbenannt. Vorher hat er, ich weiß gar nicht mehr, wie er bei mir geheißen hat. Etwas mit Fire auf jeden Fall. Oder Flame. Hilf mir, ich sterbe. Cookie, was los? Ich kann mir dir helfen. So. Cookie, alles okay? So, und das zweite Rennen. Da die Orientierungsritt mache ich allgemein nicht, seit ich herausgefunden habe, dass die ein Zeitlimit haben. Ich war heute bei meiner Tante, die hat mir Skincare-Produkte mitgegeben und ich habe die jetzt aufgetan und meine Tante hat mir halt auch alle Pickel ausgedrückt. Jetzt brennt das voll, weil einer offen ist. Oh nein! Skincare. Oh Gott, ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus mit Skincare. Aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt ziemlich brennen kann. Vielleicht etwas Kühlendes drauf tun. Irgendwie eine Salbe oder so. Nein, ich auch nicht. Okay. Mein Haut hat jetzt Max meine Olivensalbe gesehen. Ah, maximal meine Olivensalbe gesehen. Okay, ja, ich kann bei Kosmetik überhaupt nicht mitreden, es tut mir leid. Ähm, ja.
läuft da eigentlich hin? Oh, mein Club hat geschrieben. Hallo, bin die neue schüchterne Eule. Okay. Jetzt ab nach Redwood Point. Ich auch nicht, aber ich muss es trotzdem benutzen. Wieso musst du das benutzen? Ich merke, dass es ein bisschen später am Abend ist, weil meine kognitiven Fähigkeiten lassen langsam nach. Aber ich will noch unbedingt meine Levelroute fertig machen, die ist gerade nicht mehr lang. Weil mein Haut so unrein ist, also ich muss nicht, aber es wäre halt gut für meine Haut. Okay, in dem Fall, ja. Vielleicht mal beraten lassen oder so, oder mal sonst irgendetwas und dann. Ja, das kommt sicher gut. Ups, nein, wirklich Bubble. Schon. Perfekt. Das ist auch so ein richtig ekliger Sprung. Irgendwie. Meine Tante ist ja ein Profi. Okay, dann ist es eigentlich gerade praktisch, oder? So, da bin ich jetzt extrem gut durchgekommen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich glaube, mit der Bestzeit wird das nicht. So habe gar nicht zugehört. Alles gut, Cookie. Hast nichts verpasst. Springreit Challenge. Nein, wieso? Wieso springe ich nebendurch? Was soll das? So, jetzt aber. Perfekt. So, und jetzt ab nach, also zum Mondsichteldorf. Ups, Mondsichteldorf. Da. Ich habe herausgefunden, wieso das auf meinem Let's Play-Account kein Story-Quest mehr war, obwohl ich Level 16 war. Ich habe das endlich herausgefunden. Ich habe nebenbei einfach dann ein bisschen Nebenquest gemacht, weil ich gemeint habe, dass es erst mit Level 17 weitergeht. Dabei hätte ich die ganze Zeit nur
den Nebenkurs mit der Bonnie sollen machen. Das habe ich dann gemacht und dann habe ich plötzlich wieder eine Hauptstory gehabt. Das hat mich dann so gefreut. Hat es da vielleicht etwas? Genau, mit der Archäologie. Mindestens eins. Und ich dann nachher mal ein bisschen durchreiten und schauen, ob ich darin etwas finde. Hoi Raya, schön, dass du da bist. Lange nicht mehr von dir gehört. Hm. Geht's dir gut? So. Es geht so. Okay. Willst du erzählen, was los ist oder lieber nicht? So, es ist natürlich kein Muss. Aber ich arbeite dran. Okay, das ist doch gut. Da arbeiten ist immer gut, wenn es einem so lala geht. Also Archäologie ist dahinter irgendetwas gewesen. Vielleicht finde ich gerade noch etwas anderes. Ja, perfekt. Du hast zu wenig Platz in deinem Rucksack. Genau. Okay, dann geht's nochmal schnell zum Mondsichteldorf nachher. Ich muss schnell Sachen abgeben. Weißt du, also gerade schnell zum Jumpingplatz. Ich bin zu faul, um in meinen Stall hineingehen. Es dauert vielleicht länger, aber... Gut, lagern. Item kann ich die mal da rein tun. Den Schlüssel habe ich da noch. Das Gold. Pflanze. Und Spray. Okay, dann ich einfach mal da unten hin. Okay, das sollte schon lange. Perfekt. Zurück zum Mondsichteldorf. Mondsichteldorf. Da. Okay, jetzt mal schnell schauen, ob ich die Stelle wieder finde. Nächste Woche kommt dann die neue Andalusier. Ja, ich freue mich schon ziemlich. Ich habe mir dann überlegt, ob ich mir alle kaufen sollte, aber ich habe dann gedacht, ja, ich schaue es mir zuerst mal in-game an, wie es dann aussieht. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Ich finde schon die alten Gen 3 Andalusier mega toll. Und, genau. Und da bin ich sehr gespannt, wie die neuen sind. Es wird eh bald wieder Mittwoch sein, also werden die ziemlich schnell da sein. Okay, wo ist das jetzt schon wieder gewesen? Da ist etwas, aber ich glaube, es ist ein anderer. Schnell einen gemeinsamen Moment. Also, was haben wir da Schönes? Nice. Dann ist da nochmal etwas gewesen. Ich finde es halt schade, dass der rote Fuchsfellfarbe nicht dabei ist. Ja, ein bisschen schade schon, aber ganz ehrlich, mir hat er nie wirklich gefallen. Und darum finde ich es persönlich jetzt nicht so schade. Aber jedem das seine. So, da haben wir irgendetwas Unerwartetes. Was ist das? Alte Schnur. Okay, interessant. Jetzt hast du sonst noch irgendwo etwas? Da ist noch eine. Ich sollte echt mal die Archäologie machen. Da ist ein Stern.
Cool, dann nehme ich mit. Hast du da oben irgendetwas? Ein Picknickplatz? Sonst keine Archäologie, ha? Recyclingmaterial. Okay. Dann mache ich noch ein paar Rennen, die so noch übrig geblieben sind, die nicht in meiner Levelroute drin sind. Da ist ja richtig viel los. Ei, ei. Also, da hätten wir zum Beispiel bis Deeps Farms Hasenrennen. Mache ich das noch? Bei mir ist der Fuchs halt ein wichtiger Charakter und ich dachte, dass ich so in mein Update geben könnte. Ja, in dem Fall ist es schon schade. Aber, naja. Die alten Gender Andalusier sind doch auch schön. Okay, mal schauen, ob ich das Rennen finde. Ohne auf die Map zu schauen. Jetzt müsste irgendwie dahinter sein. Genau, da vorne ist Klaps. Ja. Also. So kommen wir da näher Häsli. Okay, die Range ist relativ gut, was man da hat. Zum sie sammeln. Ich mag den normalen Galopp beim alten Andalusier nicht. Okay. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gesehen, darum kann ich gar nicht sagen, wie der ist. Aber wenn es nur der Galopp ist, dann ist es vielleicht nicht allzu schlimm, oder? So nur ein Häschen und dann habe ich es. Okay. Machen wir schon. So unter einer Minute. Aber ich habe es schon schneller geschafft. Gut, dann haben wir noch in New Hill Quest das Rennen. Da hat es gerade einen Transporter, das ist auch gut. Also ein Heißluftballon. New Hill Crest. Da. Ja gut, ich würde sagen, jeder hat so seine Favoriten bei den Pferdeanimationen und so. Und ja. Also New Hill Crest Rennen. Let's go, Bubble! Ich mag das Rennen überhaupt nicht, aber ich mache es jetzt einfach, weil es halt noch übrig ist. Jetzt hat es gerade geleckt. Ich bin wieder mal so konzentriert. Genau das Easy-Rennen sollte ich mal machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe es nur mit der Quest freigeschaltet und noch nie mehr angelangt. Also ich sollte wirklich mal reiten. Und einen von meinen Easy-Führer holen und dann... Ja.
Genau. Und wer auch immer da so gut parkiert hat, ich sage jetzt nicht aus welchem Kanton es die kommen. Okay, dann wäre das auch schon geschafft. So. Bis wann bleiben die Länder und Origin 2? Das sollte in den News stehen eigentlich. Ich schaue gerade mal schnell nach. Star Stable News. Am 15. Oktober gehen die beiden raus. Also noch ein bisschen, noch 1,5 Minuten bleiben sie drin. Okay, dann gibt es noch irgendwo ein Rennen, das ich noch machen könnte. Sonst kann ich mal nach Moorland zum Bazar. Ich mache Druidenkuppel. Die wollte ich ja vorher nicht machen, aber jetzt habe ich noch genug Zeit. Also. Druidenkuppel. Okay, dann mache ich da noch ein paar Trainings. Nochmal Spurwechsel. Ist noch ganz einfach. Und es gibt auch wieder 400 Pferde XP. Finde ich noch voll gut. Ich habe das auch so lange nicht mehr gemacht. Seit ich den Runenläufer habe ich es nachher nie mehr angelangt. Also zwischendurch schon mal ein Training. Ich komme auch rein. Okay, Raya, ich bin jetzt auf Server 11, IC Palace. Ich bin gewechselt wegen meinem Club, wo ich jetzt drin bin. Also ich bin nicht mehr auf Server 4. Und ja, wie geht es eigentlich am Wild West? Bist du fließig am Leveln, oder? Oder ist er schon ausgelevelt? So. Veronica Archleaf. Okay, cool. Ist da fließig jemand am Mitglieder einladen? So, wäre das gemacht. Das geht aber, ich mag ihn sehr. Ah, das freut mich, dass du ihn sehr magst. Bellel Jumpy. Es sind sich sehr viele Leute. Okay, jetzt sind wir schon 14. Ja, das geht schnell, Cookie. Niemand nimmt mich wunder, wie weit 4 ist mit Questa. Wer ist die 4? Ich bin noch komplett außer Übung. Bin gut im Mittes finden. Yep. Du bist ja schön fleissig am andere Leute einladen. Ich finde es mega, wie du die Jumping Hots angehst. Ja, es ist nicht so einfach, aber... ja, aber danke für die netten Worte. Das finde ich mega toll. Ich
Ich habe das letzte Whale Jump komplett verkackt. Der erste Sprung einfach nicht geschafft. Und alle anderen sind an mir vorbei. Und ja. Aber ich hätte das Jump jetzt nicht, weil mein Ross nicht Level 13 ist. Also so. Obwohl. Ich kann doch schnell schauen. Jetzt aber Dali Bubble. Ich habe das Video gesehen. Ja, also ich glaube, das ist auch kommentiert, oder? Aber warte, so, als mit einer anderen YouTuberin verwechselt. Das ist eine Zuschauerin, hat gemeint, sie schaut auch da drin, aber nein, es verwechselt. Alles gut, Miss Blueberry Castle. Oh Gott, ich bin nervös wegen dem Jumpy. Allein nur der Gedanke daran, das Reiten macht mich schon nervös. Ach du, hilft mir. Cookie, alles okay? Meine Lichter haben gerade einfach angefangen zu flackern. Oh nein. Wie viele jetzt sind? Egal. YOLO. YOLO, ich mach's jetzt einfach. Oh Gott. Keine Ahnung, wieso ich das jetzt mache, fragt mich nicht. Ich mach's jetzt einfach. Okay, ja. Und sonst so. So, auf welcher Server bist du? Server 11, Icy Palace. Was geht heute ab? Wie meinst du, Cookie? Sind auf Server 11, genau. Icy Palace heißt er. Okay, ganz ruhig, es ist nur ein Jumpy. Es ist nur ein Jumpy. Oh mein Gott, ja, ich habe mich angemeldet. Gut. Ich begleite dich. Danke, Raya. Ich kann da... Also, wenn man mit jemand anderem Jumpys reitet, ist es viel einfacher. Also, es ist weniger schlimm als... wenn man es allein macht. Sagen wir so. Und jetzt habe ich auch Zuschauer, die sehen, wie ich da verkacken werde. Ich kann nicht mal aufwissen. Oh nein, ich brauche aufwissen. Wissen, Ausrüstung. So. Rein. Okay, jetzt habe ich ein bisschen bessere Werte, aber mein Ross ist halt nicht Level 13. Das heisst, mir fehlen ein paar Werte. Mach auch mit, aber bin aber auf einem anderen Server. Alles klar, Miss Blueberry Castle, dann... Ah, da bist du. Hallo. Ja, dann kannst du uns gerne sagen, wie es rausgekommen ist bei dir. Ich würde mich noch wundern, wie gut du da abgeschnitten hast. Flackernde Lichter Beauty Day. Obwohl ich Beauty-Sachen hasse, was passiert noch auf einmal, geht mein PC einfach aus. Meine Tante kommt im Dunkeln mit Make-up oder was. Oh, das klingt wie ein Horrorfilm. Okay, es geht los. Okay, wir sind schon mal in der gleichen Gruppe, das ist schon mal gut. Okay, ich bin nicht allein. Ganz ruhig. Ach, mir keine große Hoffnung, bin mit Levelpferd unterwegs, erst Level 6. Ja, ich bin da auch nicht mit dem besten Ross unterwegs. Ich tue da immer noch mit dem Mausrad mitrollen, weil in der Hoffnung, dass es besser läuft. Ich gehe schnell ab, damit ich mich nicht unnötig stresse. Da habe ich gerade ziemlich gut mitgenommen. Okay, ich kann jetzt leider nicht auf den Chat schauen, aber mich hat jetzt scheinbar irgendwie jeder überholt. Okay, ich will nach dem Jumpy alle Nachrichten durchgehen, die ihr da gerade schreibt. Okay, da habe ich extrem gut mitgenommen. Hey. So. Es ist... Ja, genau. Genau ist das gerade passiert. Ach komm schon. Aufpassen wegen der Reh. Ah, da kann man also durch.
Okay, mal schauen, wie gut dass ich da abschneide. Aber da vorne wird es, glaube ich, so richtig fies. Ich glaube, ich bin vierte. Also zumindest nicht sechste. Gott. Im Jump abbremsen ist keine gute Idee. Okay, jetzt habe ich komplett verkackt. Ach, nö. Nein, komm, nein, nein, nein. Ernsthaft? Die Stelle kann ich überhaupt nicht. Es ist so. Nein, ich bin 9. Ach nö, ich bin so gut dran gewesen. Siehst du, darum ritte ich keine Jumpies. Weil ich krieg's einfach nicht an und jetzt noch aufholen. Das wird ziemlich schwierig. Genau, bin ich noch ins Rennen. Genau. Ich hätte erst ich bin 10. Oh nein. Okay, aber hey, ich bin im Ziel. Das schaffen nicht alle. Aber ich bin nicht die Letzte. Okay, was ist da gekommen? Breathe in, breathe out. Genau, ich habe mich gerade losplaniert. Die Stelle dort kriege ich einfach überhaupt nicht an. Oha, bin ich einfach Zweite geworden mit Level 6. Oh, gratuliere, Miss Blueberry Castle. Das ist eine starke Leistung bei dem Jumpy. Ich bin 10. geworden. Also wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gut in Jump. Also ich bin jetzt einfach nur ganz, ganz spontan mitgeritten. Okay, irgendjemand hat wohl komplett verkackt. Aber ich habe jetzt das Jumpy hinter mich gebracht. Ich bin 10. Aber jetzt 10 von 17 ist jetzt nicht allzu schlimm. 3 ist Level 13, Level. Platz 13 ist jetzt auch nicht allzu schlecht. Du bist besser als ich Wölken. Ja, das war jetzt eher Glück gewesen. Eigentlich wäre ich jetzt ein bisschen weiter vorne gewesen. Wenn ich nicht so verkackt hätte zwischendurch. Ich muss das Jumpy echt öfter üben und dann... Genau. Okay, immerhin ist mein Ross jetzt Level 12. Und das ist schon mal etwas. Kennt wer die Brave Lions? Das sagt mir überhaupt nicht. Okay, dann wo kann man weiter leveln? Druidenkuppel bin ich vorher gewesen. Aber so langsam mache ich eigentlich alles. Ist eine Sache von Übung. Ja, da hast recht. Hero Rabbit. Ew. Dann gibt es immerhin ein paar Schilling. Okay, was gibt's da noch Schönes? Schaffst das? Danke, Raya. Ja, ich glaube, ich das einfach nur mehrmals üben und dann wird das schon irgendwann. Ja, was kann man denn noch groß machen? Es ist 5 ab 10. Habt ihr vielleicht noch irgendeine Idee? Sonst gehe ich noch zum Bazar und schaue mir dort noch ein paar Rösser an. Genau, dann geht es ab nach Morland, würde ich mal sagen. Sonst... In Mannheim hat es noch ein Rennen, aber ich glaube, das ist Schmetterlingsrennen. Nebelfall, das ist der Orientierungsritt. Komm sonst mit. Alles klar, dann geht's ab nach Morland zum Bazar. Also.
Warte mal schauen, ob ich mir jetzt noch spontan ein Haus kaufe. Also Lusitanos und Andaluser habe ich alle. Mir fehlen einfach noch die Starterponys. Also ein paar davon fehlen mir. Der Dreier ist auch da. Perfekt. Dann schaue ich mal wegen der Starterponys. Also ich habe heute die beiden gekauft. Der da und der da würde mir eben noch gefallen. Für den da hätte ich einen Namen, aber für den da eben nicht. Mm. Jetzt ist die Frage, soll... Ja gut, sind ja überhaupt nicht teuer. Wie nenne ich dich? Bart Blaze. Hättet ihr einen Namensvorschlag für das Starterpony? Jetzt auch vielleicht... Nein, jetzt nicht. Jetzt da Big... Ja, Big... Big Blaze. Big Berry. Irgendwie herzig. Der Big Berry. Weil sind ja Pummelponys, also sehen ein bisschen dick aus und darum Big und Berry einfach so als Name. Weißt du was, ich kaufe mir dich jetzt, aber zuerst noch schnell Ausrüstung. Nein, ich lade die so. Ich das noch in den Stall schicken. Apocalypse. Big Berry. Perfekt, du bist vielleicht ja Honey oder Blaze oder Dark. Stimmt, etwas mit Dark. Aber ich finde Big Berry irgendwie super cute. Könnte auch mal wieder ein Championats-Video machen. Bei mir läuft es oft noch schlimmer. Oha. Ja, kannst du auf jeden Fall, wenn du Lust drauf hast. Honey Blaze. Auch noch etwas. Einfach nur Dark. Nein, ich finde Big Berry irgendwie so cute. Du bist ein junger Hengst. Big Berry. Dann würde ich sagen, ist der Big Berry gekauft. Yay, das nächste Starterpony. Okay, dich tun wir mal in den Stall schicken. Wie viele Starcoins habe ich noch? 3, 4, okay. Wie weit bin ich da eigentlich? Okay, noch nicht so krass weit. Der gefällt mir irgendwie nicht. Und halt eben noch der da. Okay, mal schauen wegen der Mähne. Das ist Standardmähne. Okay, irgendwie sieht er mit dem ziemlich fresh aus. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das ist halt auch... Oh mein Gott, ich nehme die, das ist cute. Mixlands. Nein, du bist der Dusk. Den Namen habe ich per Zufall entdeckt bei dem Ross. Also ich meine bei dem Pony. Und ich finde, es passt irgendwie. Es hat etwas. Erwachsenenhengst. Ja, wieso nicht? Gut, dann würde ich sagen, ist der Dusk. Leon existiert noch. Wer ist denn der Leon? Okay, dann würde ich sagen, der Dusk ist gekauft. Hallo Dusk. Hoi mein Grosser. Na, cute. In den Stall mit dir. Perfekt. Der Schweizer immer am Shoppen. Ja, gell. Bei mir auch gerade am Überlegen, den Kauf ist gerade verlockend, zu mir auch eins kaufen. Oh mein Gott, tut mir leid, mein Blueberry Castle.
Es ist keine Absicht. Auf Star Stable TV. Da kenne ich leider gar nicht, Cookie. Ähm, ich habe vor kurzem meinem Pferd auch das genannt. High Five Freya. Ich finde, es passt einfach extrem gut zu dem. Ja, wir Schweizer sind einfach immer am Shoppen, das ist unglaublich. Vielleicht hole ich mir noch den da. Weil ich finde es eben gerade gut, dass da Pummelponys auf dem Bazar sind, weil ich habe bis heute noch kein einziges von denen gehabt. Mir fällt erst jetzt auch, dass es den auch noch gibt. Okay. Ist der auch live, oder? Ja, Cookie hat heute gerade erst gestreamt. Okay. Auf welchem Server ist denn er unterwegs? Ich glaube, der nicht Standort meinen. Honor. Ich hab's gemerkt. Okay, ich soll das jetzt nicht aussprechen. Snap. Marine Demon Element. Vielleicht irgendetwas mit Shore? Gibt's das? Shore, genau. Weil blaue Augen und dann so ein hellbraun. Er ist auf Server 7 Blackberry Galaxy unterwegs. Okay, auf dem Server sind in dem Fall auch noch YouTuber was? Unterwegs. Auf jeden Fall wird es irgendetwas mit Shore. Dusty Shore, Earth Shore. Gibt es irgendetwas, was auf Shore gut für passen? Far Shore. Moment, Shore. Das ist nicht irgendwie so etwas wie ein Strand oder. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Little Shore. Small Shore. Fortune. Rock. Far Shore. Ich werde schnell sicher gehen. Shore. Sehr hilfreich, Übersetzer. Far Shore. Habe ich das richtig geschrieben? Ja. Fernes Ufer. Oh, das sind aber auch episch. Fernes Ufer. Ach cool, du bist Far Shore. Du bist aber eine junge Stute. Und dann würde ich sagen, es sind entfernte Ufer. Oder auch Far Shore. Ist ein bisschen mühsam zum Aussprechen. Aber hey. Dann ist Far Shore gekauft. Das klingt ein bisschen komisch, wenn man das schnell sagt. Far Shore. Okay. Sie ist richtig, richtig cute. Dann, ja, ich glaube, ich lasse es mit den Pummelponys. Mir fehlen jetzt nur noch zwei, die beiden da. Der ist irgendwie auch cute, aber der da sieht einfach aus wie ein ganz kleiner Paint irgendwie. Also der eine Paint hat ja die Farbe. Welche Lusitano findest du am schönsten und welche findest du am hässlichsten? Bei den Lusitanos, mir gefallen alle irgendwie nicht. Der hässlichste finde ich irgendwie. Wenn mir keiner gefällt, ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde mal behaupten, dass ich am wenigsten schön irgendwie. Ah. Ich würde sagen, der oder der finde ich am wenigsten. Nein, der da. Den finde ich am hässlichsten. Fies gesagt, weil der sieht aus wie ein Curry. Irgendwie, aber leider kann man den nicht Curry nennen. Der hat bei mir jetzt einen völlig anderen Namen bekommen. Genau, und der schönste ist wahrscheinlich der Schwarz. Den finde ich irgendwie am schönsten. Oder der da. Einfach nur, weil es halt meine Lieblingsfellfarbe ist bei den Pferden. Mehr oder weniger. Hat er irgendetwas auf der Stirn?
Oh ja. Ich würde sagen, wenn der nicht so einen abgerundeten Kopf hätte, wäre das sogar noch extrem schön. Aber leider haben die so ein, das da so rund an der Stirn leider. Aber ja, ich hätte mich auch für den Schwarzen entschieden. Ja, der, vielleicht kaufe ich mir den sogar normal, weil der ist schon richtig schön. Aber es ist halt leider ein Lusitano. Irgendwie wirkt er schon ziemlich edel. Soll ich mir den jetzt einfach nochmal kaufen? Was haltet ihr davon? Ja oder nein? Also mir gefällt er schon ziemlich. Mit der Standardmähne. Weil die Mähne... Nein, ich nehme die Mähne. Also dann nicht schon. Yep, aber ich kaufe mir grösser doppelt, wenn es mir gefällt. Einfach nur, damit ich es nochmal leveln kann, wenn ich es toll finde. Und den finde ich jetzt toll. Ist auch speziell, wie er ein helles Huf hat und die anderen sind alle dunkel. Okay, ja. Der ist halt schon toll. Bin offen. Ah, das ist das, was das Zirkuspferd macht. Okay, wie nenne ich dich? Let's Griffin. Peony, und ich habe noch nie gesehen. Pandoria. Das wäre auch etwas. Das Puff. Puff. Nein, das gibt's nicht. Puffzimmer, das Zimmer im Puff. Nein, warte, das Puff im Zimmer heisst es. Puff. Nein. Das Puff ist auch etwas anderes, aber. Ich hole, ich hole ihn auch, aber auf einem anderen Account komme gleich wieder. Alles klar, Raya. Dann lass uns wissen, wie du den nennst. Würde mich noch interessieren. Carrot. Carrot wäre auch süß. Der Jaust. Moment, irgendwie passt das. Der Jaust. Du bist ein erwachsener Hengst. Der Jaust. Ich weiß nicht, irgendwie hat das etwas. Das passt irgendwie. Oder in etwas anderes. Gloom. Glow. Goblin, weil er nicht so schön ist. Nein. Und auch die Schwarzlusi haben einen Onyx genannt. Onyx ist auch cool. Das passt. Heart, gibt es dahinter? Heart? Oh ja. Goblin Heart. Nein. Heart. Auch schön. Mhm. Heavy Heart. Schweren Herzens. Och jö! Das Herz ist ihm schwer geworden. Oh, das wäre richtig sad. Heavy Heart. Schweres Herz. Okay, irgendwie ist das voll cute. Heavy Heart. Schweren Herzens. Oh mein Gott, soll ich das so nennen? Irgendwie macht es voll emotional. Ja, ich glaube, ich nenne den so. Guter erwachsener Hengst, das stimmt so. Und dann würde ich sagen, ist der schweren. Ich kaufe mir den jetzt schweren Herzens. Der Heavy Heart ist gekauft. Heavy Heart. Ja, ich bin zufrieden damit. Willkommen, Heavy Heart. Schweren Herzens liefert da entlang. Er ist so cute. Gut, dann werde ich mal in den Stall schicken. Habe ich mir jetzt wirklich gerade spontan 3 Rösser gekauft? Ich habe noch 2400 Star Coins. Aber der Andalusier, jetzt noch einen alten Andalusier kaufen, lohnt sich jetzt nicht wirklich. Außer halt die Farben, die es bei den neuen nicht mehr gibt. Genau, der da gefällt mir allgemein nicht. Ich weiß nicht, wieso ich mir den gekauft habe. Ja.
Genau. Was ist denn da eigentlich sonst noch so los? Okay. Oh, langsam wirst du pleite. Ja, 2000 Starcoins. Heute Morgen habe ich nur 10.000. Es ist so schlimm mit meinen Starcoins. Aber ja, ich kann sie wieder aufladen. Irgendwann, wenn wieder doppelt Starcoins ist. Genau. Was kann man denn sonst noch so Schönes machen? Mhm. Einfach so, sonst noch ein bisschen shoppen. Das wär's. Ich möchte ihn Black Wolf nennen, aber es geht nicht. Black Wolf geht nicht. Genau, Black gibt's glaub's nicht. Oder? So gehört sich immer schön reich bleiben als Schweizer. Genau. Nein, Black gibt's wirklich nicht. Aber es gibt Dark wenigstens. Dark Wolf ist doch auch etwas. Genau, wir Schweizer, wir haben viel Geld im Sack. Außer dich. Ja, ich bin ein bisschen broke im Moki. Aber ja. Obwohl, so in der Nacht sieht der schwarze Andalusier halt schon toll aus. Und so, meine Damen und Herren, ist schon wieder ein neues Ross gekauft. Aber Dark Wolf ist schon ein richtig cooler Name. Irgendwie ist der mit der Mähne richtig toll. Die hat auch etwas. Aber irgendwie gefällt mir der Standardmähne bei denen. Oder soll ich einfach auf die nächste... Ich warte auf die nächste Woche. Robin. Ah, schön, Raya. Dann viel Spaß mit dem neuen Ross. Ohne Witz, ich habe heute in der Schmutzwäsche vom Gartenlandschaftsbau einfach 5 Rappen gefunden. Oh, dann bist du ja... dann bist du jetzt reich. 5 Rappen. Halt, stopp, ich stelle das Kauf nicht ein. Ja, ich muss aufhören mit Shoppen. So kann man natürlich auch Geld verdienen. Genau. Da musst du gar nicht dafür machen, sondern einfach nur noch etwas finden mit viel Glück. Und ja, ich meine, 5 Rappen sind 5 Rappen. Also wer den Rappen nicht erst, ist es Franken nicht wert, oder? Oh mein Gott, das ist 10:30. Ich sollte langsam aufhören. Ich muss morgen arbeiten. Aber es macht gerade so Spaß mit euch. Okay, was gibt im Global Shop noch Schönes? So viel zum Thema. Wir stellen das Kaufen jetzt ein. Was ist denn das da? Klassisch Englisch, okay. Mir gefällt eben das da noch. Gehört das Weltklasse, Weltklasse. Das da finde ich halt noch mega schön, das Set. Aber ich kaufe mir das jetzt nicht, obwohl es noch auf meiner Wunschliste wäre. Es gibt es nicht in dieser Farbe. Oh, das ist auch cute. Okay, auf dem falschen Server, darum sehe ich dich nicht. Alles gut, Raya. Genau. Hey, Schilling. Ich kaufe mir noch ein Pack Futter, obwohl ich von dem jetzt auch genug habe. Okay, habt ihr die jetzt auch gerade gehört da reden? Irgendein NPC hat gerade mega laut geredet. Bin gleich da. Okay, ich warte auf dich, Raya. Laila Duskboot. Also Sophie. Okay, dann erkenne ich dich. Sophia Soundmoon. Bist das du? Dark Wolf. Cool. Was ist denn der Name?
Level 10, okay. Ja, welches Jumpy ist als nächstes? 22:30. Baroness. Nee. Ich lasse sie. Glückwunsch zum Level-Up, Raya. Genau. Thank you. Redet jeder so laut? So viele Clublose. Oha. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass da so wenig einen Club haben. Bei mir sind momentan einfach nur 3 Leute. Okay, das sind ziemlich wenig. Auf welchem Server bist denn du unterwegs? Welches Jumpy wäre denn am 11. im Moorland? Ui. Das Moorland Jumpy wäre. Bubble hat eine neue Aufhisse drauf. Genau. Ja. Ich bin auf Server 17 Ice Cream Mountain. Okay, auf dem Server bin ich noch nie gewesen. Geh kurz nach Hause um ins Sattel. Alles klar. Alles klar. Ja, alles klar natürlich. Kommt dann aber wieder. Okay. Bis später. Ich bin CB, mir fällt sowas sofort auf. Ja, stimmt. Ist ja ziemlich aktiv da am Mitgliedersuchen und so und da hat man sicher so ein Auge dafür. Ja, ab jetzt sagt man alles klar anstatt alles klar. Das war aus Versehen. Das erinnert mich an früher, ich hatte mal einen Laptop, der die L-Taste gesponnen hat. Und ich bin Minecraft-Namen genannt. Soll ich? Okay. Genau, und dann wollte ich mich umbenennen und dann hat die L-Taste nicht funktioniert und ich habe mich gewundert, dass so ein cooler Name noch verfügbar ist. Dann habe ich meinen Account umbenannt und erst im Nachhinein gesehen, dass ich es ohne L geschrieben habe. Das hat mich so aufgeregt. Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, weil es genau das L war, das nicht geschrieben wurde. Das ist einer aus unserem Club, glaube ich. Ist dann. Ist sonst nicht mehr online, außer wir beide. Ocean Owls, tatsächlich. Asura Oldbuy. Ah, da unten! Was habe ich gar nicht gesehen? Ja, hoi. Das wäre, wo man ein weißes Pferd kaufen kann. Es gibt doch viel weiße Rösser. Ocean Owls. Halli Hallöchen, meine Eulen. Members 12 sind wir jetzt da. Ah, genau, das habe ich mir schon angeschaut. Ah, das ist sie. Ups. Soll ich da antworten? Wäre Lusitano oder Andalusien? Also vom... Schau, ich sehe das sofort. Ja, da ist wirklich so ein Auge dafür. Also vom Lusitano, ich bin nicht so Fan von dem und Andalusier würde ich jetzt auf nächste Woche warten. Also würde ich jetzt ihr sagen, dass sie sparen sollte. Oder könnte. Ah, dort über den Bronte.
Den finde ich auch richtig toll. Das sind 14, die Zahl aktualisiert erst nach dem Vlog. Ah, okay, alles klar. Ich würde warten. Ja, würde ich auch. Okay, dann gehe ich mal zum Jumpy-Platz. Wir haben ja noch genug Zeit. Die Frage ist, streame ich noch so lange oder tue ich vorher schon aufhören? Hat jemand ihr geantwortet? Spar lieber. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wie fünfte wurde das jetzt bei Baroness? Okay. Fünfte ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, aber Glückwunsch. Es sind doch noch mehrere Spieler dazugekommen. Oh, einfach 8 Wolken. Ja, das freut mich. 8 kleine Wölkchen schauen gerade zu. Das ist schön. So, einmal das da. Oh mein Gott, ich habe ja die Quest vergessen anzunehmen. Oh, da bist du, Cookie. Da sind noch mehrere gekommen. Okay. Sind ihr dann mindestens das 5. gewesen, oder wie viele sind ihr denn am Schluss gewesen? Zeitplan. Moment, das ist schon Morland, oder? 14. Ja, Morland. Mittwoch, ja. Ich bin schon lange nicht mehr am Mittwoch so lange aufgeblieben. Aber hey. Und halt viel Level 25 mit ausgelevelten Rösser und ich bin Level 7. Oh, da hat man nicht so eine grosse Chance, oder? Ich habe nicht geschaut, aber denke etwa 8 Leute. Okay. Ja, gut. Immerhin bist du nicht Letzte, oder? Das ist doch die Hauptsache. Was hat ein schwarzer Lusitano? Dann hoi du. Oh mein Gott, das ist ein Dreier. Moin. Hey. Kurz vergessen, dass es ein Dreier ist. Hey, oh, die ist auch nett. Das ist cool, wenn wir jetzt so das dritte in einer Reihe stehen. Das ist toll. Also, auf welchen Platz tippt bei dir beim Jumpy? Ich tippe auf Platz. Kommt auf an, wie viele Spieler das da sind. Also gehen wir mal davon aus, wir sind ins 10. Ich tippe auf Platz 5. Also, dass ich Platz 5 werde. Platz 14. Na komm. Nur Level 24. Ah, das ist Karamell. Ach jö. 14? 15. Ja, was auch nicht.
sind jetzt einfach das vierte. Aktuell noch. Okay, wie viele Jumping-Gruppen gibt es echt? Ich finde es krass, wie sich mein soziales Leben in Essen so verändert hat. Same, Raya, same. Ähm, früher im... Früher immer... Eingänge. Was? Einzelgänger meinst du? Oder... Ja, okay. Früher immer Einzelgänger und jetzt in einer richtigen Gruppe. Ja, das hätte ich selber auch nie gedacht. Mich komplett vertippt. Alles gut, Raya. Ja, ich bin früher auch immer Einzelgängerin gewesen, bis ich dann bei einer anderen YouTuberin zu der Community dort mal beitreten bin. Und dann ist eigentlich noch ganz gut gelaufen, bin dann aber wieder raus, aus persönlichen Gründen. Und dann, ja, bin ich lange wieder Einzelgängerin gewesen. Und jetzt habe ich euch. Also, ich bin auch ziemlich dankbar dafür. Weil mit mehreren Leuten macht es auch einfach viel mehr Spass. Hättest du eigentlich mal Bock mit mir zu streamen, weil will eigentlich nicht alleine? Klar, Cookie. Warum nicht? Würde mich sehr freuen. Dann streamst du auch oder wie hast du das gedacht? Also ich finde es schön, dass ich da tatsächlich Freunde finde durch das Spiel. Das war jetzt auch lange nicht der Fall gewesen, eigentlich. Ich streame dann mein erstes Mal. Also ich wäre dann, ich wäre dann dabei. Fragst du nur Deutsch oder kann ich Schweizerdeutsch reden? Ja, also Deutsch. Dann soll ich Deutsch reden. Okay. Welches Level ist sie denn? Level 6. 25. Okay, ich tippe auf eine Jumpy-Gruppe, dass es nur eine Jumpy-Gruppe gibt, obwohl es ein bisschen unfair wäre. Wenn sie mit Level 6 mitmacht, hat sie doch nicht wirklich Chancen gegen Level 25er. Ist egal, ich rede mit österreichischem Dialekt, wenn ich Alex überzeuge, dass er mitmacht, haben wir Deutsch auch dabei. Und wenn du dann noch Schweizerdeutsch redest, haben wir eigentlich alles. Das wäre richtig cool, Cookie. Dann hätten wir wirklich fast alle Länder beisammen, weil fehlt nur noch Liechtenstein. Die gehören ja auch zu den deutschsprachigen. Also von diesen Ländern in unserer Umgebung, meine ich. Genau. Das wäre richtig cool. Österreicherisch, Schweizerdeutsch und Deutsch. Das wäre richtig toll.
Also hoffen wir, dass du ihn überzeugen kannst. Wenn du willst, kann ich dir da helfen. Mission, SSO-Spieler aus Liechtenstein finden. Ähm, ja, die Mission wird nicht so einfach. Aber wir werden belichtigen, wenn wir jemanden finden. Braucht ihr noch eine Viertel Berlinerin? Ja, wieso nicht, Raya? Wieso nicht? Können wir immer brauchen, je mehr, desto besser. Also ich bin jetzt um ein Viertel Österreicherin. Also, genau. Hätten wir eigentlich ein Viertel... Moment. Wir sind den beiden nicht 100% Schweizer eigentlich. Aber wir reden Schweizerdeutsch, also was soll's. Wir brauchen auch eine Wienerin, die haben auf wieder einen komplett anderen Dialekt als wir und eine Tirolerin, dann haben wir alles. Tirol, hier. Meine Oma kommt aus dem Tirol. Also meine Großmutter. Sie gesellt sich jetzt auch zu uns. Bei der Almond Beach, Brave Lions. Oder auch nicht? Genau. Aber es wäre richtig cool, wenn wir das würden kriegen. Aber schon noch eine komplette Tirolerin. Meine Freundin ist eine, die darf vielleicht auch mitmachen. Aber die kann halt nur auf meinem zweiten Account zocken, wenn überhaupt. Ich frage sie jetzt gleich. Gute Idee, Cookie. Wiener verstehe ich dann gar nicht. Schwieriger Dialekt. Ja, ich weiß nicht, ob ich je. Wieso rede ich Deutsch? Ich weiß nicht, ob ich je den Dialekt gehört habe. Aber eigentlich verstehe ich es schon. Also würde ich jetzt mal sagen. Cool. Das ist cool. Mhm. Das sind alle so nett auf dem Server. Das ist noch cool. Also Cookie, lass mich dann wissen, was der Alex dazu meint. Wenn wir dann das dritte wären. Oder vielleicht sogar das vierte. Ich fände das mega toll. Ja, gut. Oh, 12 kleine Wölkchen schauen gerade zu. Nice. Hallo zusammen. Ich muss Sprache immer zuerst mal hören, bevor ich weiß, ob ich sie mal gehört habe. Okay. So. Auch vom Dialekt her meinst du? War bis spontan mir gerade voll. War bis spontan mir ist gerade voll langweilig und ich würde gerne reden, kann ich im Stream mitquatschen, wenn es passt für dich. Ja, kannst du. Also kannst du. Aber ich weiß eben nicht wegen der Einstellungen.
muss mal schauen, man sollte eigentlich außerhalb von so nichts sehen, das wäre mir sonst ein bisschen unangenehm. Okay, mal schauen, wie das funktioniert. Okay, ich bin gerade ein bisschen nervös und ich weiß nicht wieso. Weil ich weiß aber nicht, ob es sich noch lohnt, weil ich will dann nicht mehr allzu lang streamen. Darum, genau. Aber wäre schon toll, jetzt noch ein bisschen quatschen. Mal schauen. Sieht man Discord? Nein, man sieht nur es, aber ich glaube, wir haben jetzt gerade keinen Sound. Also Cookie. Versuchen wir es mal. Von wie will ich gerade reden? Okay. Also dann können wir es mal versuchen. In einem Server oder wie hast du gedacht? Ich mache so ein Spiel ein bisschen leislicher. Ich weiß nicht, wie ihr das hört. Fände ich irgendwie witzig, 2 Streams zu hören. Ja. Also, Discord. Lass privat weiter auf an. Okay. Ich hoffe, es funktioniert. Moment, Soundeinstellungen noch schnell. Moment, ich nehme gerade an. Das sollte alles stimmen. Hallo? Ich höre dich nicht. Soundeinstellungen. Ach nö. Ja, ich höre da leider nichts. Ich weiß nicht wieso. Ähm, Das Mikrofon sollte eigentlich richtig eingestellt sein, vielleicht wegen OBS. Ich weiß es nicht. Discord. Ähm, Sprach- und Videoeinstellungen. Standard. Sollte stimmen. Machen wir mal so. Oder Discord ist einfach extrem leislich. Das kann auch sein. Nein, ist nicht. Wait, schade, machen wir das richtiges. Das richtiges Ausgabegerät an. Wäre plötzlich 5. Okay. Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. 15 Zuschauer hatte ich noch nie. Ähm, Was richtiges Ausgabegerät an? Ja, das habe ich. Moment. Sprachvideochat. Das ist genau das hier. Aber aus irgendeinem Grund geht das nicht. Weißt du was, Cookie? Lass uns das mal ein andermal machen, damit wir hier die Lösung finden können. Und dann, ja, vielleicht, wenn du Zeit hast, morgen oder so, dann können wir mal herausfinden, woran es liegt. In Schweizerdeutsch wieder. Und dann würde ich unseren Call mal schnell beenden. Morgen habe ich Zeit, super. Gut. Genau, dann machen wir das morgen. Dann könnten wir dann mal nachsehen, an was das es liegt. Genau. Schade, aber egal. Ja, ich kann es leider nicht ändern, weil bald ist das Champion. Ich habe da Leute, die gerne zuschauen wollen. Ja, dann kann ich da wieder ein bisschen lauter machen. 15 kleine Wölkchen.
Genau. Willkommen alle zusammen. Ganz langsam mit den jungen Pferden. Fliegen durch die Lüfte. Ach jö. Ja, ganz langsam mit den jungen Pferden, so wie wenn man den Launcher öffnet während dem Update. Ist auch gut. Jetzt waren es kurz sogar 16. Also mich freut es auf jeden Fall. Schön, dass ihr da seid. Jetzt können 16 oder 15 Zuschauer sehen, wie ich komplett verkacke. Das Update war heute mega lang. Ja. Es hat wirklich ewig gedauert. Bis wann war es? 3:30 oder so am Nachmittag. Gut, es war klar, dass wenn wir das spontan versuchen, es definitiv nicht klappt. Ja. Aber eben, wir haben morgen genug Zeit, um das herauszufinden, an was es liegt. Sag das nicht, ich glaube an dich. Oh, danke, Raya. Du verkackst nicht allein. Ja, wir sind in einem Team, Cookie. Wir verkacken gemeinsam. Okay. Also im Moorland Jumper bin ich eigentlich einigermaßen okay. Meine beste Leistung hier ist zweite. Also ich wurde da noch nie zweite. Ich meine, ich wurde da noch nie erste, meine ich. Aber ein Level 2 Pferd. Ja, Karamell ist Level 2. Aber hey, das wird schon. Mein Pferd ist auch nicht auf Level 13. Aber ich hoffe, das wird schon. Aber warum habe ich keinen Sound in Discord, wenn ich OBS offen habe? Das ist etwas komisch. Und ein bisschen schade. Am Schluss macht sie erst so Platz. Nein, Raya. Für das bin ich noch nicht so gut, obwohl ihr sind bestimmt solche, die das Jumpy schon 10.000 Mal geritten sind. Ja, letztes Mal wurde ich ganz knapp nicht Platz 1. Wirklich ganz knapp. Vielleicht hast du den Discord ganz leise gedreht, das könnte sein. Ja, also im Lautstärke-Mixer war es ganz laut, also auf voller Lautstärke. Aber, ja. Okay, Cookie übt nochmals. Heißt das nicht, dass du dadurch besser wirst? Dass ich dadurch besser werde? Ja. Übung macht den Meister. Aber auch nicht immer. Moorland, okay. Moorland Jumpy. Einmal anmelden. So. Okay, ich tippe immer noch auf Platz 5, dass ich Platz 5 werde. Ob das dann so sein wird, ich hoffe, ich prophezeie es nicht, dass ich dann wirklich Platz 5 werde. Welches Level haben die sonst so? 23, 22, 20, na gut. Mac Sunset. Das ist ein cooler Name. Okay. Ja, und sonst so? Alles klar bei euch? Ich bin wie immer ein bisschen nervös vor den Jumps, aber ich weiß, dass ich jetzt noch nicht alleine bin. Genau. Der Pferd hat wieder einen geilen Namen. Bubble. Ja, habe ich ganz spontan unter den zufälligen Namen entdeckt. Und da dachte ich, ja, es passt. Okay.
Ich bin schon gespannt, wie das wird. Aber jetzt rede ich schon wieder Deutsch. Ei, ei. Ich wollte ja eigentlich auf Schweizerdeutsch reden. Aber ja. Vielleicht kannst du ja vor dem Championat Atemwegsübungen machen. Das wäre eine Idee, aber ich bin nicht die Beste in Atemwegsübungen. Ich kann mir das einfach nicht merken, wie lange das man einatmen muss, wie lange das man den Atem halten muss und wie lange das man ausatmen muss. Und dann noch durch den Mund und Nase. Unglaublich. Aber eben, es wäre eine gute Idee, das mal auszuprobieren. Okay. Ich glaube, ich nehme das Jump ja auch einfach viel zu ernst. Es ist so schlimm. Als ob das irgendwie ein echtes Jumpy wäre und ich da mitmache. Und ja. Denkst du, dass ich mir darüber Gedanken mache, einfach einatmen und ausatmen? Wie meinst du das? Denkst du, dass ich mir... Also ich weiß nicht, ob man da Gedanken darüber machen sollte. Ich mache jetzt etwas, das ich bereuen werde, ohne Ausrüstung in First Person Mode Level 2. Okay, viel Spaß, Cookie. Das wird eine echte Challenge. Dann würde es mich echt wundern, welche Platzierung das du schaffst. Aber so als Experiment ist es bestimmt lustig. Okay, es geht bald los in 40 Sekunden. Danke, gerne. Ich bin so gespannt, wie das bei dir wird. Nehme nebenbei auf. Na gut, dann werde ich mir das auf jeden Fall noch anschauen, wenn das fertig ist bei dir. Genau. Okay, 10 Sekunden. Dann werden die Gruppen erstellt. Es ist einfach so 11 Uhr und ich muss morgen zur Arbeit. Oh je. Okay, wer ist mit mir in der Gruppe? Oder gibt es nur eine Gruppe? Das könnte auch sein. Okay, wir sind scheinbar alle in einer Gruppe. Habe auch ja mal das Jumpy aufgenommen, habe es aber nicht hochgeladen. Okay, warum denn nicht? Okay, Cookie, das wird lustig. Oh nein, mein Gemini hat sich plötzlich geöffnet. Also die KI, die auf meinem Handy vorinstalliert ist. Okay, los geht's. Ich bin das so lange nicht mehr geritten. Du hast ziemlich gut mitgenommen. Okay, let's go. Let's go, Bubble. Es ist gerade extrem ruhig. Aus irgendeinem Grund ist die Musik weg. Also ich bin gerade so konzentriert. Uppala, ja einmal Starterlaubnis. Nein, was soll das, Bubble? Was soll das? Na komm schon. Ich habe keine Ahnung, welche Platzierung das ich bin und ich will es auch gar nicht wissen. Einen Moment da lang. So. Ohne Musik ist es so viel entspannter irgendwie. Trotzdem, ich bin so aufgeregt. Okay, dann so. Ich glaube, ich nehme keine Abkürzung, weil die ist nicht gerade so... Uppala! Die ist nicht gerade so einfach. Okay, okay, okay. Ich nehme sie nicht. Ich gehe den sicheren Weg. So viel schneller ist man jetzt auch wieder nicht.
Oh nein, ich glaube, ich wurde gerade überholt. Okay, okay, bitte, 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 bitte. Nein, ich bin wahrscheinlich Zweite, oder? Ich bin Zweite. Nein, ich bin rausgeschmissen worden. Oh nein, mein Blueberry Castle, das ist mies. Okay, ich habe den Bus vorher richtig gut mitgenommen, aber es wurde nichts mit erstem Platz, leider. Wir können Zweiter werden. Oh no. Ah, das ist fies. Und dann rausgeschmissen werden. Ganz am Anfang warst du Erster. Was wirklich? Oh, ich bin Dritte. Okay, okay. Ja, kann man doch mal machen. Okay, mit einem Level 12 Pferd, also noch nicht ganz ausgelevelt, ist jetzt nicht gerade so schlecht. Und Dritte. Ich war ganz an der Spitze wenigstens. 10. 17. Okay, wir haben da Platz 10, Platz 17. Glückwunsch. GB. Aber 10. von so vielen ist es auch nicht gerade so schlecht. Und Platz 17 ohne Ausrüstung mit Level 2 Pferd und in First Person ist für eine Challenge eigentlich noch eine gute Leistung. Genau. Jetzt die große Frage, was wollen wir noch anstellen oder wollen wir jetzt aufhören? Also ich könnte noch weiter streamen. Aber die Frage ist, was machen wir noch? Was sagst du, was willst du? Leveln, es gibt kein, wir können noch Challenges machen. Klar können wir. Noch ein bisschen Unterhaltung und so. Oder ein zufälliger Pferdekauf. Obwohl ich heute schon genug geshoppt habe. Lass die Gruppenrennen zu Fuß machen. Gute Idee. Gruppenrennen zu Fuß. Ich kann das Wort nicht schreiben. Welches Wort? Ah, Challenges, oder? Okay, dann lass uns die Gruppenrennen zu Fuß machen. Wird bestimmt witzig. Aber für das müssen wir in einer Gruppe sein. Okay, ich bin dir jetzt einfach mal nachgeritten. Gruppeneinladung. Perfekt. Okay, ich habe keine Ahnung von den Gruppenrennen. Also sind das nur normale Rennen, die man dann als Gruppe macht? Oder wo sind die? Kommt zu Steve. Okay. Ab zu Steves Farm. Steves Farm. So. Also. Und das sind wir schon. Zu dritt. Witzige. Ah, diese Gruppenrennen, die einfach so als Tafeln so herumstehen, sind das die? 18 Zuschauer. Ja, ich freue mich richtig. Hallo an 18 Leute da draußen. Okay. Also jetzt das Ganze zu Fuß. Ich habe noch nie Gruppenrennen gemacht. Ich auch nicht, Raya. Einmal absteigen und los geht's. Okay, schaffen wir das in 10 Minuten? Oh, das hat ja Musik. Cool. Schaffen wir das? Da gibt es eine Abkürzung. Okay. Das ist jetzt immer noch.
Ähm, Leute, wartet auf mich. Okay, auf jeden Fall ist das machbar innerhalb von 10 Minuten. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich von Dandal zur Südfarm gelaufen bin. Und das dauerte etwa 26 Minuten. Also nicht so lange, wie ich gedacht hätte. Aber ja, es war noch ziemlich lustig. Ich gehe da oben lang. Vielleicht ist man da ein bisschen schneller. Ja, das ist möglich. Okay, gleich sind wir da. Und geschafft. Jetzt warten wir nur noch auf Freya. Ah, diese Ruhe ist richtig schön. Mal was völlig anderes. Ah, da hinten kommt sie. Los, du schaffst das. Perfekt. Ich bin Zweite. Championship-Ränge bringt nichts, okay. Okay, das war jetzt auch mal witzig. Hehe. Wollen wir noch was machen? Klar, Cookie. Wollen wir noch mal so ein Zu-Fuß-Rennen machen? Oder sind unsere Pferde jetzt irgendwo bei Steves Farm? Obwohl, ich könnte es rufen. Kann mein Pferd nicht rufen. Oh nein, wir brauchen jetzt unsere Pferde. Okay, dann lass uns das Pferd entweder per Abholung wieder holen oder einfach rufen. Dann könnt ihr euch schnell abholen lassen und dann sollte es eigentlich gleich bei euch stehen. Ich lasse uns mal rufen. Und da ist sie. Hallo Bubble. Kann ich bei jemandem hinten drauf sitzen? Ja, kannst du. Aber leider geht das nicht. Diese Stille ist einfach mal was komplett Neues im Vergleich zu sonst, wie es so sonst immer ist. Ist auch schön. Einfach mal die Stille genießen. Es sind nur noch wenige Spieler online. Alex hat zugestimmt, er streamt mit. Oh, das freut mich sehr. Das wird sicher toll. Jetzt ist die Frage, wann wollen wir das machen? Okay, Raya hat ihr Pferd. Dark Wolf. Und da in der Ferne sieht man den äh, Dings da von der Story. Wann hast du Zeit? Ich hätte morgen Zeit. Irgendwann, Nachmittag, Abend. Ist eigentlich egal.
Also auf jeden Fall, oder Freitag hätte ich auch Zeit. Aber das Geräusch im Hintergrund ist unheimlich, also das, was so wie ein Wolf tönt. Ja, schon irgendwie, aber es ist auch irgendwie gemütlich. Der Wolf hat gar kein schlechter Name. Der Dark Wolf ist richtig cool. Richtig cool. Haben, wenn meine Eltern es erlauben, gerne. Okay, dann hoffen wir auf das Beste. So ist da reingekommen. Aber das eine Geräusch ist schon ein bisschen seltsam. Weil irgendwie gibt es da sonst keine Tiere, außer Pferde und ein paar andere Tiere. Genau. Hab nämlich noch nicht gefragt, ob ich überhaupt streamen darf. Okay. Ähm, hoffen wir auf das Beste. Noch süß. Genau. Okay, hoffen wir einfach, dass wir dann zu dritt streamen können. Also ich, Cookie und Alex. Dann wären wir aus 3 Ländern vereint. Deutschland, Schweiz und Österreich. Das wäre richtig cool. Vorher brauche ich zum Streamen etwas Bestimmtes. Hallo, Lea, richtig? Boomhaus 1. Schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut und hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Also, Cookie, du brauchst zum Streamen eigentlich nur offensichtlich Internet, ein Streaming-Programm und das war's eigentlich schon. Der Cookie ist auch da. Perfekt. Okay. Muss auf. Gute Nacht. Viel Spaß euch noch. Schlaft gut. Okay, Cookie. Wir sehen uns. Dann dir auch gute Nacht und bis bald. Versuch, wenn ich dich in meinem Intro einbaue. Klar kannst du machen, Raya. Warum nicht? Was meinst du mit Streaming-Programm? Also braucht zusätzlich zu YouTube etwas? Ja, also ein Aufnahmeprogramm eigentlich. Die meisten können da auch gleichzeitig streamen. Also zum Beispiel OBS ist ganz gut, das benutze ich. Oder sonst, und ja, OBS ist sowieso kostenlos. Ja, das wäre so das, was du brauchst. Glückwunsch zum Level Up, Raya. Okay, dann gehen wir zum Jumpy-Platz. Das Verbinderjump ist gleich. Okay, Fort Pinta. Ach so, ein Aufnahmeprogramm, ja, habe ich. Aber mal schauen. Gute Nacht. Alles klar, gute Nacht, Cookie. Du bist süß. Lea, wen meinst du damit? Mich oder Cookie oder jemand anders? Du. Oh, danke, Lea, das ist süß von dir. Danke für die netten Worte. Okay, Fort Pinta Strand ist am nächsten. Okay. Moment, das Jump ist da drüben.
Also auf jeden Fall sind noch andere Spieler online. Aber es sind schon andere, okay. Okay, ich würde sagen, nach diesem Jumpy muss ich leider offline. Also muss ich leider den Stream beenden. Weil ich muss morgen wieder zur Arbeit. Was heute gemacht? Ähm, auf das Update gewartet. Was bis am Nachmittag dauerte. Und dann ein Video aufgenommen und dann zu Abend gegessen und dann gestreamt. Mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Und was habt ihr heute so Schönes gemacht? Okay. Okay. Also ich hatte noch dieses Jumpy. Und danach muss ich den Stream leider schon beenden. Der geht doch schon über 4 Stunden. Ich habe noch nie so lange gestreamt. Aber ich find, es macht richtig Spaß mit euch. Also ich mache das wirklich gerne. Auf Update gewartet und gegessen. Das hat Raya heute gemacht, okay. Ja, das Update heute dauerte echt ewig. Irgendwie 7 Stunden oder so waren es. Also wirklich sehr lange. Also im Fort Pinter Jumper bin ich überhaupt nicht gut. ähm, genau. Ich wurde dann mal Erste, aber nur. Äh, genau, ich wurde da Erste, weil der Grund war, es war irgendwie 4 Uhr am Morgen. Wir waren zu zweit und die andere hatte den letzten Sprung nicht geschafft. Und so wurde ich Erste. Sonst wäre ich mit Abstand Zweite, also Letzte geworden. Da hatte ich einfach Glück. Bro, warum plötzlich so negativ? Ah, okay. Das Jumpy wäre rein theoretisch um Mitternacht. Baroness. Schon wieder Baroness Jumpy. Das war doch erst gerade. Live ist das Beste. Genau, live macht richtig Spaß. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich jemals irgendwie live streame. Aber ja, es ist richtig toll. Genau. Jetzt geht's wieder 10 Minuten. Nachher muss ich echt aufhören, weil genau, Arbeit und so. Man kann halt viel besser mit seiner Community reden. Das ist so Raya. Und man hat auch Live-Reaktionen und so. Genau. Und man kann sich auch ein bisschen austauschen, das finde ich auch super. Und ja. Verkaufsschleife eigentlich? Nein, die behalte ich. Weil ich habe mir sie verdient, also. Und das will. Ich bin früher noch schlechter gewesen, Jumpers, also ich habe nicht mal Platz 3 geschafft und darum sind die für mich eigentlich fast wichtig zum Behalten. So als Erinnerung, dass ich mal nicht verkackt habe, ausnahmsweise. Und ja, darum behalte ich die Amix. Baja, du bist die Beste. Bier, Baja. Okay, cool. Finde ich gut so. Genau. Nee. Was? Nee?
Okay. Hi. Meinst du Tschüss, das englische Bye? Oder... es ist spät am Abend, okay? Sogar sehr spät am Abend. J-A, ja. Ah, okay. Dann gehst du jetzt offline, oder wie meinst du das? Ja, okay, dann mach's gut, Lea. Schlaf schön und ja. Und dann vielleicht bis zum nächsten Stream oder so. Streamt eigentlich sonst noch jemand außer ich? Da in SSO? Oder bin ich wieder mal die Einzige, die um diese Zeit streamt? Weil ich glaube, normale Menschen streamen um diese Zeit nicht. Oder? Nee. Hm. Okay. Bald beginnt das Jumpy in 6 Minuten. Und wir sind für diese Uhrzeit noch extrem viele. Irgendwie. Ich meinte, Bienchen, aber sie hat schon vor einer Stunde aufgehört. Okay, vor einer Stunde, es war 10:30 etwa, grob gesagt. Warte, was? Satt. Okay, Cookie hatte recht mit dem Beef auf Server 11. Das ist ja schlimmer als Server 8 und der war schon schlimm. Mit dem ganzen Beef. Ich finde es irgendwie witzig und kann es nicht verstehen, dass mein Kanal schon 24 Abos hat. Ich muss sagen, Raya, deine Videos sind auch sehr unterhaltsam, finde ich. Also kein Wunder, dass da viele Leute vorbeikommen. Na gut, ich mache ja nicht YouTube, um irgendwie mindestens 1000 Abos zu haben oder so. Das mache ich nicht. Ich mache es einfach, weil es Spaß macht, weil es ein Hobby ist. Und jetzt kann man sich anmelden beim Jumpy. So, ich bin das so lange nicht mehr geritten und ich werde das so elend verkacken. So. Und sage es nur, wenn ich nicht von meinem Kanal rennen soll. Alles gut, Raya, du kannst ruhig da ein bisschen von deinem Kanal erzählen, wenn du möchtest. Stört mich überhaupt nicht. 55 Abonnenten. OMG. Yep. Ähm, Finde ich okay. Also ich mache es nicht wegen Abos oder so, wie gesagt. Aber natürlich freut es mich, wenn mehr Leute dabei sind. Also, ja. So, noch 4 Minuten, dann geht's los. Na gut, ich mache YouTube jetzt auch schon seit einem halben Jahr etwa. Und ja. Ich bin nämlich mal zusammengeschissen worden von einer. Wie meinst du das, Raya? Wegen einem deiner Videos oder weil du von deinem Kanal erzählt hast? Das finde ich nicht okay. Zusammenscheißen ist nicht lustig. Egal von wem. Da macht jemand Raya Komplimente.
Okay, noch 2 Minuten und 40 Sekunden. Dann geht's los. Nein, eigentlich 24. Okay. Okay, ich bin gespannt, welche Platzierung das ich schaffe. Lea hat gerade eine Reihe abonniert. Das ist cool. Genau, und sonst so? Alles in Butter bei euch? Seid ihr schon im Bett oder seid ihr auch noch da im Spiel oder sind ihr etwas am Machen? Genau. Aber nicht gedacht, dass ich heute noch Jumping Note reite. Hallo? Ich glaube, ich werde 14. Platz. Ich liege seit einer Stunde im Bett. Okay. Sicher auch gemütlich. Dann vielleicht gescheiter schlafen, anstatt den Stream schauen. Genau. Aber wenn man nicht einschlafen kann, dann wieso nicht, oder? Bin zu im Bett. Nee. Okay. Spannend. Okay, das Jumping geht gleich los. Ich werde komplett verkacken, so wie meistens eigentlich. Sagt die vorhin Dritte wurde. Aber in diesem Jumper bin ich echt nicht gut, weil ich es nie geübt. Und ja. Ich habe schon komplett verkackt. Ich wurde mal mit Abstand Letzter, weil ich irgendeinen Checkpoint nicht erwischt habe. Und dann bin ich da alles durchgeritten. Im Ziel kam dann plötzlich die Meldung, dass irgendetwas nicht gut war. So irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, es war richtig komisch. Ich muss noch das nervige Viech loswerden. Irgendwo fliegt eine Mucke rum. Oh nein, eine Mucke. Okay, Mucke sind ganz eklig. Okay, let's go. Viel Glück an alle. Ich bin richtig schlecht in diesem Jumpy. Ich bin jetzt schon 40, ich glaube es nicht. Ich kenne auch diese Abkürzungen überhaupt nicht. Aber ich glaube, da vorne hat es einen richtig fiesen Boost. So, let's go. Ah, der ist hier. Okay, wow! Ich habe den ja gar nicht mitgenommen. Oh mein Gott, meine KI hat sich wieder geöffnet. Ich habe die irgendwie aktiviert. Auf dem Handy. Okay, ich bin zumindest mindestens Platz 6. Das ist schon mal etwas. Okay, boah, schon gedacht, ich schaffe das nicht. Boah. Okay, dann geht's da lang. Aber dass um diese Zeit noch so viele on sind, hätte ich nicht gedacht.
Genau. Soll ich den Sprung wagen? Ja, komm. Oh, ich hab's geschafft. Nice. Diesen Sprung wage ich auch. Perfekt geschafft. Okay, das sieht stark nach Platz 4 aus. Ja, ich bin Vierte. Oh, du bist die beste kleine Wolke 25. Danke, Leo. Ich wurde auch gerade Vierte. Das ist jetzt meine beste Leistung im Fort Pinto Jumpy mit anderen Spielern. Genau. Also man hätte es auf jeden Fall auch besser machen können. Ja, Vierte. Naja. Raya wurde Neunte. Macht irgendwas? Nee. Okay. Supi. Danke, Raya. Du warst auch nicht gerade so schlecht. Aber leider gerade so an der Schleife vorbei. Schade. Aber hey, besser als gar nichts, oder? Ich kann nicht mehr sprechen. 22 Zuschauer, OMG. Ja, aktuell sind es 22 kleine Wölkchen, die zuschauen. Aber diese 22 Wölkchen muss ich jetzt leider verabschieden. Denn ich muss jetzt leider aufhören mit dem Streamen. Vorhin waren es kurz 25. Oh, das passt. 25 kleine Wölkchen. Ich liebe die Zahl 25. Genau, aber ich muss euch jetzt leider verabschieden. War sehr toll mit euch heute. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich streame jetzt schon seit 4,5 Stunden. Das ist mein längster Stream bis jetzt. Genau, dann würde ich sagen, macht's gut, schlaft gut, gute Nacht und dann schlaft gut und träumt was Schönes. Du auch, Raya, und alle anderen Zuschauer natürlich auch. Und ja, ich muss morgen zur Arbeit, deshalb muss ich jetzt aufhören. Und ja, dann eben wie gesagt, schöne gute Nacht und alles. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream oder im nächsten Video oder so. Und auch dir gute Nacht und Tschüssli bis Blueberry Castle. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen, war richtig toll mit euch.